Falls Sie sich erinnern, 2014 kam der Film Interstellar heraus. Der Nobelpreisträger und Physiker Kip Thorne fungierte als wissenschaftlicher Berater. Die kosmischen Objekte in diesem Film, also Wurmlöcher, schwarze Löcher und Exoplaneten, wurden mit wissenschaftlicher Genauigkeit dargestellt. Aber die wichtigste Szene war am Ende des Films. Im Höhepunkt fällt der Hauptcharakter Cooper mit seinem Raumschiff in ein schwarzes Loch. Zunächst war um ihn herum völlige Schwärze, absolute Dunkelheit, aber je tiefer er fiel, desto mehr bemerkte er irgendwelche Körnchen. Diese Teilchen schlugen gegen sein Raumschiff und hinterließen Kratzer auf ihm. Dann begannen Lichtblitze und Funken zu erscheinen und sein Raumschiff fing Feuer. Cooper war gezwungen, sich mit dem Schleudersitz zu retten und setzte den Fall in das schwarze Loch allein fort. Und plötzlich befand er sich in einem 5-dimensionalen Raum, in einem 5-dimensionalen Tesserakt. Das ist eine eindrucksvolle Erfahrung. Ein Ort, wo er mit seinem vergangenen Ich mit Hilfe der Gravitation kommunizieren konnte. Beim Betrachten dieser Szene könnten Sie sich gefragt haben, ist das tatsächlich möglich? Existiert so etwas in einem schwarzen Loch? Falls Sie in ein echtes schwarzes Loch fallen, was würden Sie sehen? Sie wissen, dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassereiches schwarzes Loch namens Sagittarius A-Stern befindet. Stellen wir uns vor, Sie machen sich mit einem Raumschiff auf den Weg dorthin. Sie fliegen in eine sichere Entfernung. Dann verlassen Sie das Raumschiff und beginnen den freien Fall in das schwarze Loch. Ihr Fall dauert etwa 1 Stunde und endet mit dem Tod. Das Raumschiff bleibt in der Umlaufbahn und beobachtet Ihre Reise. Bevor Sie zu fallen beginnen, stoßen Sie auf das erste Problem. Die Gravitation des schwarzen Lochs ist unglaublich. Seine Masse übertrifft die der Sonne millionenfach. Eine solche Anziehung erfasst Sterne und Materie ringsum und bildet eine dicke Scheibe aus glühender Plasma, die mit rasender Geschwindigkeit um das Loch rotiert. Diese Scheibe rotiert fast mit Lichtgeschwindigkeit und verliert Energie durch Reibung, was starke Turbulenzen verursacht und sie auf Milliarden von Grad erhitzt. Infolgedessen produziert die Scheibe mächtige Strahlung, Ultraviolett, Röntgen- und Gammastrahlen. Diese Strahlung kann sie augenblicklich blenden und sogar bei lebendigem Leib verbrennen. Um diese Reise zu überleben, stellen wir uns vor, Sie sind mit einem extrem robusten Raumanzug ausgerüstet. Er schützt Sie vor der Hitze und filtert die gefährliche Strahlung. Trotz des Schutzes erscheint die Scheibe immer noch so hell, dass nichts zu erkennen ist. Daher ist Ihr Helm mit einem speziellen Visier ausgestattet, das die Helligkeit reduziert und es ermöglicht, Details der Scheibe und Sterne im Hintergrund zu sehen. Das erste, was Sie bemerken, die Scheibe leuchtet blau. Die Filter Ihres Visiers lassen nur das sichtbare Lichtspektrum durch. In diesem Bereich strahlt die Scheibe hauptsächlich blaues Licht aus, da es mehr Energie trägt, ähnlich sehr heißen Sternen, die einen bläulichen Ton haben. Interessant ist, dass eine Seite der Scheibe heller als die andere aussieht. Der Grund ist der Doppler-Effekt. Derselbe Effekt wird bei Schallwellen beobachtet, wenn ein Auto an ihnen vorbeifährt. Das Plasma rotiert so schnell, dass sich die Scheibe auf einer Seite ihnen nähert und ihre Lichtwellen werden komprimiert, von ihnen mit höherer Frequenz und Energie wahrgenommen. Auf der anderen Seite entfernt sich die Scheibe, die Wellen werden gedehnt und sie sehen das Licht weniger hell. Bei der Beobachtung des schwarzen Lochs bemerken Sie, dass der ferne Teil der Scheibe deformiert aussieht, als wäre er um den Ereignishorizont gebogen und bildet einen leuchtenden Ring. Das geschieht wegen der mächtigen Gravitation des schwarzen Lochs, die Lichtstrahlen ablenkt und einen Gravitationslinseneffekt erzeugt. Dadurch können Sie, wenn Sie in eine Richtung schauen, Objekte sehen, die sich ganz woanders befinden. Die Sterne im Hintergrund sehen leicht bläulich aus. Sie spüren es nicht, aber die Gravitation des schwarzen Lochs verlangsamt den Zeitverlauf. Ihre Uhr geht langsamer im Vergleich zu den entfernten Sternen. Dadurch erscheint Ihr Licht beschleunigt und bekommt einen bläulichen Ton. Der Fall durch die Scheibe verläuft merkwürdig. In den ersten 10 Minuten scheint sich das schwarze Loch zu entfernen, obwohl Sie sich ihm tatsächlich nähern. Diese optische Illusion entsteht dadurch, dass Sie sich zum schwarzen Loch bewegen und Licht sehen, das von der Vorderseite kommt, obwohl es tatsächlich aus einer anderen Richtung stammt. Dieses Phänomen heißt Aberration. Nach den ersten 10 Minuten des Falls erreicht Ihre Geschwindigkeit bereits 4% der Lichtgeschwindigkeit. Von diesem Moment an beginnt das schwarze Loch im Sichtfeld zu wachsen. Während des Falls steigt Ihre Geschwindigkeit weiter. Das vorauslaufende Licht wird immer heller, während das Licht dahinter dunkler wird. Das ist wieder der Doppler-Effekt. Beim Fall in das schwarze Loch holen Sie das vor Ihnen laufende Licht ein, während das Licht hinter Ihnen schwerer zu sehen wird.
Minuten vergehen und sie fliegen allmählich über die Materiescheibe. Plötzlich, nach 57 Minuten Fall, verschwindet die Scheibe wie von selbst. Sie haben die Zone erreicht, wo Materie nicht mehr stabil rotieren kann. Hier ist die Gravitation so stark, dass das Plasma beginnt, sich schnell spiralförmig zu drehen und zum schwarzen Loch zu stürzen. Jetzt werden sich die Ereignisse viel schneller entwickeln. In nur 2 Minuten nähern sie sich dem Ereignishorizont doppelt so nah wie zuvor. Von diesem Moment an ist jedes von außen kommende Licht dazu verdammt, in das Loch zu fallen. Diese Zone heißt Photonensphäre. Hier rotiert Licht in einer Umlaufbahn um das schwarze Loch. Nur 24 Sekunden und sie überqueren den Ereignishorizont. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Sie sehen weiterhin das Licht ferner Sterne, das mit ihnen fällt, und können sogar das in der Umlaufbahn verbliebene Raumschiff beobachten. Die Uhren auf dem Raumschiff, obwohl sie verlangsamt erscheinen, laufen weiter. Ihr Körper einschließlich der Beine bleibt ebenfalls vollkommen sichtbar. Entgegen den Erwartungen umhüllt sie das Bild des schwarzen Lochs selbst nicht vollständig. Selbst wenn sie sich in ihm befinden, nimmt das schwarze Loch nur 15% des Sichtfelds ein. Der restliche Raum ist von Sternen gefüllt. Das geschieht wegen der Lichtaberration. Jetzt, da sie sich unglaublich schnell bewegen, scheint ihnen Licht, das von den Seiten und sogar von hinten kommt, von vorn zu kommen. Ihr Sichtfeld verengt sich vorn und erweitert sich hinten. Insbesondere scheint das Raumschiff hinter ihnen größer, obwohl sie sich von ihm entfernen. Die nächsten 30 Sekunden des Falls vergehen blitzschnell. Sie bedauern, nicht in ein größeres Loch gesprungen zu sein, wo sie noch einige Stunden gelebt hätten. Plötzlich spüren sie eine unglaublich mächtige Kraft, die beginnt, ihren Körper zu komprimieren. Dieses Phänomen heißt Spaghettifizierung. Sie werden buchstäblich in Spaghetti verwandelt. Die Spaghettifizierung erreicht einen solchen Grad, dass selbst die Atome ihres Körpers zerrissen und schließlich zerfallen werden. Ihr Kopf befindet sich etwas weiter vom Zentrum des Lochs entfernt als die Beine und der Unterschied in der Anziehungskraft ist so groß, dass der Körper schnell auseinandergerissen wird. In den letzten Augenblicken scheint es ihnen, als würden sie auf eine flache, absolut schwarze Oberfläche fallen. Der Lichtring ringsum verstärkt dieses Gefühl. Nach einem Sekundenbruchteil erreichen die komprimierten Reste ihres Körpers das Zentrum des schwarzen Lochs. Das Material ihres Körpers dehnt sich und komprimiert sich und dann dehnen sich Raum und Zeit selbst, verformen sich bis zur Unkenntlichkeit und zerstören sich. Ihre Reise endet hier. Die moderne Physik kann auch nicht beschreiben, was genau im Zentrum des schwarzen Lochs geschieht. Unsere aktuellen Theorien sprechen von Singularitäten, Punkten, wo die Krümmung der Raumzeit unendlich wird. Das größte Rätsel sind die Singularitäten, weil wir nicht wissen, was wir mit ihnen anfangen sollen. Verstehen Sie? Schwarze Löcher verbergen Singularitäten von uns. Wenn Materie zum Zentrum kollabiert, wächst ihre Dichte immer mehr und übertrifft alles Vorstellbare, und wir haben nicht die geringste Vorstellung, wie wir die Physik beschreiben sollen, die im Zentrum stattfindet, weil Dichten, Temperaturen und Gott weiß was noch dort alle Rahmen sprengen. Diese Worte sprach Roger Penrose nach Erhalt des Nobelpreises. Er gibt offen zu, dass die Wissenschaft keine Theorie zur Beschreibung der Bedingungen innerhalb der Singularität hat. Dort muss die Quantenmechanik mit der Gravitation vereinigt werden, aber niemand weiß bisher wie. Aber schwarze Löcher sind nicht so schwarz. Sie sind nicht die ewigen Gefängnisse, für die sie früher gehalten wurden. Dinge können aus einem schwarzen Loch entkommen, sowohl nach außen als auch möglicherweise in ein anderes Universum. Immer mehr Physiker betrachten schwarze Löcher keineswegs als Gefängnisse des Universums, sondern im Gegenteil als sein schärfstes Teleskop und sogar mächtigsten Quantencomputer. Sie werden als Schlüssel zum Verständnis des Weltaufbaus bezeichnet. Man sagt, die Realität ist manchmal merkwürdiger als die Fiktion, und nirgends ist das so wahr wie bei schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind seltsamer als alles, was Science-Fiction-Schriftsteller sich ausdenken konnten, und dennoch sind sie keine Fantasie, sondern wissenschaftliche Tatsache. Schwarze Löcher geben Theoretikern das wichtigste Labor zur Überprüfung von Ideen. Die Bedingungen innerhalb eines schwarzen Lochs sind so extrem, dass wir beim Studium Raum und Zeit in einer exotischen Umgebung beobachten. Einer Umgebung, die neues, manchmal verwirrendes Licht auf ihre fundamentale Natur wirft. Nutzen wir also schwarze Löcher als Vergrößerungsglas und verstehen, wie Zeit und Raum die Plätze tauschen, ob Brücken zwischen Universen existieren, warum Raum nicht fundamental ist, wo sich unendlich viele Universen verstecken und wie sie gleichzeitig verbrannt und spaghettifiziert werden können. Am Ende des Videos wird sich in Ihrem Kopf ein Gesamtbild zusammenfügen und Sie werden sich überzeugen, dass
In unserem Streben nach einer Quantentheorie der Gravitation, in den fundamentalsten Forschungen, wir anscheinend einen flüchtigen Blick auf eine tiefere Ebene der Welt erhascht haben. Bei der Erstellung dieses Videos stützte ich mich hauptsächlich auf das Buch der Physiker Brian Cox und Jeff Forshaw, Schwarze Löcher, der Schlüssel zum Verständnis des Universums. Brian Cox ist ein echter Physik-Punk. Bevor er Professor an der Universität Manchester wurde, spielte er Keyboard in der Band D-Ream. Jetzt ist er königlicher Professor für Wissenschaftspopularisierung und Mitglied der Royal Society of London. Sein Co-Autor Jeff Forshaw ist Spezialist für Quantenchromodynamik, Professor in Manchester und Träger der Maxwell-Medaille. Er begeistert sich für Marathons, versichert, dass nach dem 30. Kilometer die Gedanken über Chromodynamik kristallklar werden. Kurz gesagt, wie die Autoren, so das Buch. Viel Vergnügen beim Anschauen. Im Zentrum unserer Galaxie verbirgt sich ein Monster. Es wiegt 4-mal so viel wie 4 Millionen Sonnen und krümmt die Raumzeit so stark, dass selbst Licht nicht entkommen kann. Wir nennen es Sagittarius A Stern. Ein supermassereiches schwarzes Loch. Schwarze Löcher entstehen dort, wo die massereichsten Sterne sterben. Sie befinden sich in den Zentren von Galaxien und an der Grenze unseres Verständnisses. Die Schwerkraft erschafft sie, wenn viel Materie in einem kleinen Raum zusammengepresst wird. Die von uns entdeckten Gesetze der Physik sagen ihre Existenz voraus, können sie aber nicht vollständig beschreiben. Jedes schwarze Loch ist ein Rätsel der Natur, das wir noch nicht gelöst haben. Die Geschichte ihrer Erforschung begann mit Einstein. Seine Relativitätstheorie sagte 2 seltsame Dinge voraus. Erstens, massereiche Sterne sind dazu verdammt, zu schwarzen Löchern mit einer Singularität im Inneren zu kollabieren. Zweitens, in unserer Vergangenheit existiert eine Singularität, die der Beginn des Universums und der Zeit ist. Ihr Name ist der Urknall. Es stellt sich heraus, dass die Gravitationstheorie uns etwas über die Natur der Zeit sagt. Lange Zeit glaubten Physiker nicht an schwarze Löcher. Selbst Einstein behauptete 1939, dass sie nicht in der Realität existieren. Sein Kollege Eddington sagte es einfacher: Es muss ein Naturgesetz geben, das einen Stern daran hindert, sich so absurd zu verhalten. Aber ein solches Gesetz gibt es nicht und Sterne verhalten sich genau so. Jetzt verstehen wir, dass schwarze Löcher eine natürliche und unvermeidliche Phase im Leben von Sternen sind, die mehrmals massereicher als die Sonne sind. Da es in unserer Galaxie Millionen solcher Sterne gibt, gibt es auch Millionen schwarze Löcher. Sterne sind riesige Materiebälle, die gegen ihre eigene Schwerkraft ankämpfen. Sie verbrennen Wasserstoff und verwandeln ihn in Helium. Das erzeugt Druck, der dem Kollaps entgegenwirkt. Unsere Sonne verbrennt 600 Millionen Tonnen Wasserstoff jede Sekunde. Einen ganzen Berg, und das bereits seit Milliarden von Jahren. Es scheint, als sei die Sonne riesig. In ihr würden 1 Million Erden Platz finden, aber genauer gesagt, die Sonne ist ein Zwerg. Die größten Sterne sind 1000-mal größer. Ihr Durchmesser beträgt 1 Milliarde Kilometer. Stellt man einen solchen ins Zentrum des Sonnensystems, er würde Jupiter verschlucken. Und diese Monster sind zum Kollaps verdammt. Wenn der Brennstoff ausgeht, gewinnt die Schwerkraft. Kleine Sterne werden zu weißen Zwergen, Objekten von der Größe der Erde, aber mit der Masse der Sonne. Die Quantenmechanik rettet sie. Elektronen können nicht stillstehen. Wenn man sie zusammenpresst, bewegen sie sich rasend schnell. Das erzeugt Druck. 1930 machte der 19-jährige Subramanian Chandrasekhar auf einem Schiff nach England eine Berechnung. Er erkannte, Elektronen können sich nicht schneller als das Licht bewegen. Wenn ein Stern schwerer als 1,4 Sonnenmassen ist, wird ihn der Elektronendruck nicht retten. Der Kollaps wird sich fortsetzen. Dann bildet sich ein Neutronenstern. Elektronen und Protonen verschmelzen zu Neutronen. Es entsteht eine Kugel von der Größe einer Stadt, aber mit einer Masse größer als die Sonne. Stellt euch vor, 1 Million Erden zusammengepresst auf die Größe Moskaus. Ein Teelöffel dieser Substanz wiegt 1 Milliarde Tonnen. Einige Neutronensterne rotieren 700 Mal pro Sekunde. Den ersten entdeckte man 1967. Er pulsierte so rhythmisch, dass man ihn Little Green Man 1 nannte. Die Schwerkraft auf der Oberfläche eines Neutronensterns ist 100 Milliarden Mal stärker als die der Erde. Alles, was dorthin fällt, verwandelt sich sofort in eine Teilchensuppe. Aber es gibt eine Grenze. Wenn ein Stern schwerer als 3 Sonnen ist, kann nichts den Kollaps stoppen. Der Stern verwandelt sich in ein schwarzes Loch. Heute sehen wir sie. 2015 fing der LIGO-Detektor Gravitationswellen von der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher
in 1 Milliarde Lichtjahren Entfernung ein. Sie waren 29 und 36 Mal schwerer als die Sonne. Sie verschmolzen in 2 Zehntelsekunden. Im Moment der Verschmelzung wurde mehr Energie freigesetzt, als alle Sterne des sichtbaren Universums abstrahlen. 2019 fotografierte das Event Horizon-Teleskop ein schwarzes Loch in der Galaxie M87. Es ist 6,5 Milliarden Mal massereicher als die Sonne. Der dunkle Bereich im Zentrum ist der Schatten, aus dem nicht einmal Licht entkommen kann. Und der leuchtende Ring darum, das ist heißes Gas, das in das Loch fällt. Schwarze Löcher sind ideal zum Studium der Physik. Um sie zu verstehen, braucht man die gesamte Physik auf einmal. Thermodynamik, Quantenmechanik und natürlich die Relativitätstheorie. Beginnen wir mit der letzteren. In der Schule lernen wir, dass die Schwerkraft einfach eine Kraft ist, die uns daran hindert, hochzuspringen. Isaac Newton formalisierte diese Idee 1687. Seine Theorie funktioniert hervorragend für Berechnungen, nun ja, zum Beispiel für Raumschifftrajektorien. Aber Newton machte 2 wichtige Annahmen. Erste: Zeit ist universell. Wenn man alle Uhren im Universum synchronisiert, zeigen sie immer dieselbe Zeit an. Zweite: Raum ist absolut. Eine unbewegliche Arena, in der wir leben. Das klingt wie gesunder Menschenverstand, aber beide Annahmen sind falsch. 1971 führten Joseph Havele und Richard Keating ein brillantes Experiment durch. Sie kauften Flugtickets um die Welt für sich selbst und 4 Atomuhren. Sie flogen um die ganze Welt. Erst nach Osten, dann nach Westen. Dann verglichen sie ihre Uhren mit Referenzuhren in der Sternwarte. Das Ergebnis war erschütternd. Die nach Osten fliegenden Uhren gingen um 59 Nanosekunden nach. Die nach Westen fliegenden Uhren gingen um 273 Nanosekunden vor. Ein winziger Unterschied, aber nicht null, und er stimmt genau mit Einsteins Berechnungen überein. Es stellt sich heraus, dass Zeit nicht das ist, was sie zu sein scheint. Zeit fließt unterschiedlich und hängt von der Geschwindigkeit der Bewegung ab. Nun, vielleicht ist wenigstens mit der Entfernung alles in Ordnung? Schauen wir auf unsere Hand. Wer würde es wagen zu sagen, dass die Entfernung zwischen den Fingern vom Standpunkt abhängt? Einstein wagte es. Auch der Raum ist nicht das, was er zu sein scheint. Die Entfernung zwischen 2 Punkten hängt vom Beobachter ab. Das ist eine sorgfältig geprüfte experimentelle Tatsache. Nehmen wir den Large Hadron Collider am CERN. Das ist der mächtigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Sein Umfang beträgt 27 Kilometer aus unserer menschlichen Sicht, aber für die Protonen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit darin fliegen, beträgt sein Umfang nur 4 Meter. Einstein erkannte das bereits 1905 noch vor allen Experimenten. Was trieb ihn dazu? Die Antwort liegt darin, dass er einen Widerspruch zwischen Newtons Gravitationstheorie und Maxwells Elektromagnetismustheorie sah. Maxwells Theorie besagt, Licht bewegt sich immer mit derselben Geschwindigkeit, fast 300 Millionen Meter pro Sekunde, und es ist egal, wie sich derjenige bewegt, der es misst. Stellen Sie sich einen Astronauten in einem Raumschiff vor. Er wirft einen Ball nach vorne. Für ihn bewegt sich der Ball mit der Geschwindigkeit, die durch die Kraft seines Wurfs bestimmt wird. Wenn man jedoch dasselbe Ereignis vom Planeten aus beobachtet, scheint sich der Ball schneller zu bewegen, da zur Wurfgeschwindigkeit noch die Geschwindigkeit des Schiffs hinzukommt. Die Seltsamkeit entsteht, wenn wir versuchen, ein ähnliches Experiment mit Licht durchzuführen. Verwenden wir zum Beispiel eine Taschenlampe. Wir sehen, dass unabhängig vom Beobachtungspunkt die Lichtgeschwindigkeit unverändert bleibt. Es spielt keine Rolle, ob wir uns bewegen oder stillstehen, ob wir die Taschenlampe von einem festen Punkt oder von einem beweglichen ausleuchten lassen. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer dieselbe. Diese Seltsamkeit konnte nur auf 2 Arten erklärt werden. Man musste entweder Maxwells Gleichungen ändern oder die Vorstellungen über Raum und Zeit. Einstein wählte den zweiten Weg. Wenn Einstein eine einzige Idee aus der Luft greifen konnte, die ihn direkt zur Erklärung der berühmtesten Gleichung der Physik, E = mc² führen würde, wäre es das Raum-Zeit-Intervall. Die Idee ist schön einfach. Kehren wir zum Raumschiff zurück. Stellen wir uns vor, der Astronaut hält 2 Taschenlampen, eine zeigt nach hinten, die andere nach vorn. Er schaltet beide Taschenlampen gleichzeitig ein und beobachtet, in welchem Moment die Lichtstrahlen die Enden des Schiffs erreichen. Da das Schiff aus seiner Sicht stillsteht, breitet sich das Licht gleichmäßig in beide Richtungen aus und erreicht das vordere und hintere Ende gleichzeitig. Betrachten wir nun dieselbe Situation aus den Augen eines Beobachters auf der Erde. Wir haben bereits herausgefunden, dass die Lichtgeschwindigkeit für jeden Beobachter unveränderlich ist. Wenn die Taschenlampen eingeschaltet werden, bewegen sich die Lichtstrahlen mit derselben Geschwindigkeit in beide Richtungen, aber gleichzeitig bewegt sich das Schiff vorwärts. Daher
erreicht der nach hinten gerichtete Lichtstrahl das hintere Ende des Schiffs früher als der nach vorne gerichtete Lichtstrahl die Nase des Schiffs erreicht. Aus Sicht des Beobachters vom Planeten sind diese beiden Ereignisse nicht mehr gleichzeitig. Wie lösen wir dieses Paradox? Wir müssen unsere gewohnte Zeitvorstellung aufgeben. In dieser Situation befindet sich der hintere Teil des Schiffs etwas in der Zukunft relativ zur Mitte des Schiffs und der vordere Teil des Schiffs im Gegenteil etwas in der Vergangenheit. Wir können das überprüfen. Es gibt eine Größe, mit der alle einverstanden sind. Wenn Beobachter die Größe auf Zeit hoch 2 minus Entfernung hoch 2 berechnen, erhalten alle dasselbe Ergebnis. Diese Größe heißt Intervall. Es ist invariant, das heißt, es hängt nicht vom Standpunkt ab. Daher sind Invarianten fundamental. Und da der Natur unser Standpunkt gleichgültig ist, müssen wir sie nur in invarianten Größen beschreiben. Wenn wir eine Invariante entdecken, ist das eine große Sache, weil wir etwas Objektives über das Universum erfahren. Dutzende von Physikern, einschließlich Nobelpreisträgern, nennen die Gleichung für das Intervall eine der größten Gleichungen der Physik, vielleicht der gesamten Wissenschaft. Weil Invarianten fundamental sind, und das Wort fundamental ist wichtig. Es bedeutet, dass das Universum genau so aufgebaut ist. Wir kennen keine tiefere Erklärung. Das Intervall hängt mit dem zusammen, was wir Entfernung zwischen zwei Ereignissen nennen werden. Das ist nicht die gewöhnliche Entfernung zwischen ihnen im Raum, sondern die Entfernung in der Raumzeit. Was ist überhaupt ein Ereignis? Es ist etwas, das irgendwo und irgendwann geschieht. Zum Beispiel ein Fingerschnipp. Er geschah hier und jetzt an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Die Relativitätstheorie untersucht Beziehungen zwischen Ereignissen, wie weit sie voneinander entfernt sind und ob sie interagieren. Das ist eine intuitive Art, über die Welt zu denken. Genau so sprechen wir, treffen wir uns morgen Abend im Pub. Erinnern Sie sich an die Ereignisse Ihres Lebens. Der erste Schultag, Neujahr bei Großmutter, der Abend im Pub. Reihen Sie alle Ereignisse wie Perlen auf eine Schnur. Das ergibt Ihre Weltlinie, Ihren Weg durch die Raumzeit. Alle Momente Ihres Lebens, vergangene und zukünftige, existieren irgendwo in der Raumzeit. Ihre Erinnerungen sind Ereignisse, die noch immer dort sind. Ihre Zukunft, einschließlich des Todes, wartet irgendwo in der Raumzeit auf Sie. Wenn Sie eine perfekte Stoppuhr hätten, die Sie im Moment der Geburt starteten und das ganze Leben lang trügen, würde die Uhr die Länge Ihrer Weltlinie von der Geburt bis zum gegenwärtigen Moment messen. Die Länge Ihrer Weltlinie ist Ihr Alter. Wie wunderbar wäre es, frei entlang dieser Linie zu reisen, zu jedem Moment zurückzukehren, aber das Intervall verbietet das und hier ist warum. Stellen Sie sich vor, Sie zünden eine Kerze an. Sie sendet Licht aus, das sich in alle Richtungen ausbreitet und eine wachsende Lichtblase bildet. Diese Lichtblase ist dreidimensional und wächst mit Lichtgeschwindigkeit. Was, wenn wir einen zweidimensionalen Schnitt davon machen? Dann würde die Lichtblase wie ein sich um uns ausdehnender Kreis aussehen. Wenn man dieses Phänomen in einzelne Bilder zerlegt und sie hintereinander legt, entsteht ein Konus, der sich von der Vergangenheit zur Zukunft ausdehnt. Die Seiten dieses Konus sind um 45 Grad geneigt, da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Zum Beispiel legt Licht in einem Jahr immer eine Entfernung von einem Lichtjahr zurück. Interessant ist, dass wir, egal welchen Weg wir wählen, immer innerhalb dieses Konus bleiben. Es ist unmöglich, über seine Grenzen hinauszugehen. Um zu verstehen, warum, stellen Sie sich ein fernes Ereignis vor, zum Beispiel eine Supernova-Explosion. Dieses Ereignis kann uns nur dann beeinflussen, wenn sein Lichtkonus die Erde erreicht. Bis zu diesem Moment kann keine Information über die Explosion uns erreichen, da sich nichts schneller als Licht bewegt. Wir werden diese Explosion erst sehen und spüren, nachdem wir uns in ihrer Lichtblase befinden. So ist die Kausalität, das heißt die Fähigkeit eines Ereignisses, ein anderes zu beeinflussen, durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Aber noch wichtiger ist, dass Lichtkegel helfen, den tiefen Unterschied zwischen den Begriffen Raum und Zeit zu verstehen. Was ist der Unterschied zwischen Zeit und Raum? Im Raum können wir uns in jede Richtung bewegen, uns umdrehen und sogar unseren Weg in einer Schleife schließen. In der Zeit hingegen sind alle Objekte gezwungen, sich strikt in eine Richtung zu bewegen, von der Vergangenheit zur Zukunft. In der Zeit ist es unmöglich, rückwärts zu gehen. Lichtkegel zeigen diesen Unterschied deutlich. Im Raum sind wir frei, jede Richtung zu wählen, aber in der Zeit zwingen uns aufeinanderfolgende Lichtkegel dazu, uns ausschließlich vorwärts zu bewegen. Wir können nicht umkehren, weil wir in diesen Kegeln gefangen bleiben.
Diese Eigenschaft ermöglicht es, den Begriff Zeit streng zu definieren. In der Relativitätstheorie heißt Zeit die Richtung, in der die Lichtkegel orientiert sind. Genau in diese Richtung kann man nicht umkehren. Zeit ist die Richtung, wohin alle zulässigen Bahnen führen und wo sich unvermeidlich unsere Zukunft befindet. Raum hingegen sind alle anderen Richtungen senkrecht zur Zeit. In einem leeren Bereich des Universums ohne Gravitation ist die Struktur der Raumzeit gerade. Raum und Zeit bilden ein symmetrisches, geradliniges Gitter und die Lichtkegel sind gleichmäßig orientiert. In einem solchen Fall kann Zeit global definiert werden. Auf dem Diagramm würden sie von links nach rechts verlaufen. Lichtkegel sind ein Schlüsselelement der speziellen Relativitätstheorie, die das Universum ohne Gravitation beschreibt. Die allgemeine Relativitätstheorie fügt eine Schlüsselidee hinzu. Die Raumzeit hat eine Geometrie, die sich krümmen kann. Materie und Energie krümmen die Raumzeit in ihrer Umgebung. Objekte bewegen sich nicht unter der Wirkung einer Gravitationskraft, es gibt keine Kraft in Einsteins Bild. Gravitation ist reine Geometrie. Um gekrümmte Raumzeit zu verstehen, stellen Sie sich eine zweidimensionale Welt vor. Flachländer kriechen auf der Oberfläche herum, vorwärts, rückwärts, links, rechts, aber niemals auf und ab. Ihre flachen Augen sehen nur flache Dinge auf der flachen Oberfläche. Stellen Sie sich vor, welchen Empfang der berühmte Physiker Flacher Albert bekommen würde, wenn er es wagte zu sagen, dass der Raum tatsächlich dreidimensional ist. Es gibt eine andere Dimension, eine andere Richtung, in die wir nicht zeigen können. Nehmen wir an, Flacher Albert hat recht und die Flachländer leben auf der Oberfläche eines großen Tisches. Die dritte Dimension ist real, das ist die Richtung nach oben von der Tischoberfläche, aber die Flachländer sehen Sie nicht. Sie haben unpassierbare Bereiche entdeckt, wo Sie nicht hingehen können. Sie müssen um die Kaffeetasse, die Lampe und die Bücher herumgehen. Wie leitete Flacher Albert ab, dass es in der Welt eine zusätzliche Dimension gibt? Es liegt alles an diesen wechselnden hellen und dunklen Bereichen. Ich weiß, was das ist. Das sind Schatten. Albert nutzte die Mathematik, um zu verstehen, dass Schatten zweidimensionale Projektionen von Objekten sind, die in 3 Dimensionen leben. Vielleicht sehen Sie die Analogie. Das Intervall, was sich nicht mit dem Standpunkt ändert, lebt in 4 Dimensionen der Raumzeit. Entfernungen im Raum und Unterschiede in der Zeit sind nur Schatten. Sie ändern sich, wenn wir anders auf etwas in unserer dreidimensionalen Welt blicken. Wir können uns nicht in 4 Dimensionen vorstellen, wie Flacher Albert sich keine Kaffeetassen vorstellen konnte, aber das hinderte ihn nicht daran, den Blick von der zweidimensionalen Welt zur wahren Realität des dreidimensionalen Raums zu heben. Flachländer können annehmen, dass ihr Tisch flach ist, aber wenn der Tisch leicht gekrümmt ist, werden sie Abweichungen entdecken. Mit präzisen Messinstrumenten werden die Flachländer schockiert feststellen, dass es Dreiecke gibt, deren Winkel sich nicht genau zu 180 Grad addieren und parallele Linien, die konvergieren oder divergieren. Genau in diesem Sinne sprechen wir von der Krümmung des Raums. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt, wie Materie und Energie der Raumzeit in ihrer Umgebung krümmen. Professionelle Physiker stellen sich die vierdimensionale Welt nicht besser vor als Sie. Wenn es um Raumzeit geht, sind wir alle flache Alberts, die Schatten betrachten. Glücklicherweise reicht es zum Verständnis schwarzer Löcher aus, die Lichtkegel zu verfolgen. Physiker haben eine schöne Art erfunden, das zu tun: Penrose-Diagramme. Die allgemeine Relativitätstheorie wird oft als schön bezeichnet. Das bezieht sich nicht auf die Mathematik, die ist furchtbar kompliziert. Es gibt eine bekannte Anekdote über Arthur Eddington. Als man ihm sagte, er sei einer von 3 Menschen auf der Welt, die Einsteins Theorie verstehen, zögerte er und antwortete: Ich versuche mich zu erinnern, wer der Dritte ist. Die Schönheit liegt in den Ideen, darin, dass Gravitation Geometrie ist. John Wheeler drückte das in einem Satz aus: Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll, Materie sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll. Das Schwierigste an der allgemeinen Relativitätstheorie ist, die Krümmung der Raumzeit zu berechnen. Schwarze Löcher sind einer der wenigen Fälle, wo wir die Geometrie exakt berechnen können, aber wie zeichnet man vierdimensionale gekrümmte Raumzeit auf einer Ebene? Hier stehen wir vor demselben Problem wie Kartografen. Ihre Aufgabe ist es, die sphärische Erde auf eine flache Karte zu zeichnen. Die Mercator-Projektion von 1569 löste diese Aufgabe für Seefahrer. Sie erhält Winkel. Ein Seemann kann eine gerade Linie zwischen 2 Punkten ziehen und der Winkel
zeigt die Kompassrichtung. Der Preis ist die Verzerrung von Entfernungen. Auf der Mercator-Karte sieht Grönland so groß aus wie Afrika, obwohl es tatsächlich 14 mal kleiner ist. An den Polen wird die Verzerrung sogar unendlich. Die Pole können nicht dargestellt werden. Der Mathematiker Roger Penrose fand einen eleganten Weg, die Unendlichkeit an einen endlichen Ort auf der Ebene zu bringen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Künstler, aber statt einer Leinwand haben Sie die Raumzeit und statt eines Pinsels die Gravitation. So lebte und dachte Penrose. Er wollte nicht nur das Universum darstellen, sondern seine Unendlichkeit auf einem Blatt Papier, und er schaffte es. Er erschuf ein Diagramm. Eine Zeichnung, in der die gesamte Geschichte des Universums in eine Handfläche passt. Penrose schlug einen Trick vor. Was wäre, wenn man die Unendlichkeit komprimiert, ohne die Geometrie des Lichts zu zerstören? Er verwendete eine mathematische Transformation, die unendlich weit entfernte Ereignisse komprimiert, dabei aber die Winkel der Lichtstrahlen bewahrt. Das Penrose-Diagramm für flache Raumzeit ist eine Raute. Das gesamte unendliche Universum, die ganze Zeit von Anfang bis Ende, passt in diesen endlichen Diamanten. Die Verzerrung ist riesig, aber sehr klug gewählt. Wie die Mercator-Projektion ist es eine konforme Projektion. Winkel bleiben erhalten, das heißt, Lichtstrahlen verlaufen immer in einem 45-Grad-Winkel. Lichtkegel sind überall vertikal ausgerichtet. Das bedeutet, dass wir leicht Ursache-Wirkungsbeziehungen verfolgen können. Nehmen wir als Beispiel einen sehr massereichen Körper, zum Beispiel die Erde. Wenn wir einen Apfel loslassen, beginnt er nach unten zu fallen, angezogen von der Gravitation des Planeten. Aber die Gravitation wirkt nicht nur auf Materie, sondern auch auf Licht. Wenn der Apfel mit der Zeit Lichtblasen ausstrahlt, werden auch diese nach unten abgelenkt. In der Nähe eines massereichen Körpers hören Lichtkegel auf, parallel zueinander zu sein. Sie krümmen sich immer stärker unter der Wirkung der Gravitation. In der Nähe eines massereichen Objekts krümmt sich die Richtung der Lichtkegel. Mit anderen Worten, die Zeit selbst biegt sich in Richtung des Planetenzentrums. Obwohl der Apfel anfangs stillsteht, fällt er. Und zwar genau deshalb, weil seine Zukunft nach unten gerichtet ist. Masse verzerrt die Geometrie des Universums. Raum und Zeit werden relativ und ihre Orientierung hängt vom Ort ab. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Denken wir nun darüber nach, wie sich Lichtkegel innerhalb supermassereicher Körper, schwarzer Löcher, verhalten. Stellen Sie sich vor, Person A zündet eine Kerze an. Das Licht von ihr breitet sich in alle Richtungen aus und bildet eine wachsende Lichtblase. Eine andere Person, nennen wir sie Person B, wird sehen, wie die Kerze brennt, erst wenn dieses Licht sie erreicht. Mit anderen Worten, Person B sieht die Kerze in dem Moment, in dem sie sich innerhalb dieses Lichtkegels befindet. Sobald Person B sich drinnen befindet, kann sie nicht mehr heraus, denn dafür müsste sie sich schneller als das Licht bewegen, was unmöglich ist. Die Oberfläche jedes Sterns strahlt ebenfalls ständig solche Lichtblasen aus, die sich mit der Zeit ausdehnen. Aber wenn ein Stern in sich selbst kollabiert, kann er so kompakt werden, dass seine Gravitation beginnt, das Gewebe des Raums mit Lichtgeschwindigkeit zu verzerren. In einem bestimmten Moment strahlt die Sternoberfläche eine letzte Lichtblase aus, die versucht sich auszudehnen, aber der Raum schrumpft so stark entgegen, dass der Lichtkegel an Ort und Stelle erstarrt. Wenn Licht einmal in einer solchen Blase gefangen ist, kann es nicht mehr nach außen entkommen. Genau das ist ein schwarzes Loch. Schwarze Löcher sind also erstarrte Lichtblasen, die durch die Gravitationskraft an ihrem Platz gehalten werden. Wenn wir einen zweidimensionalen Schnitt des Raums nehmen, sieht ein schwarzes Loch wie ein unbeweglicher Kreis aus, der einen Zylinder in der Raumzeit bildet. Diese Grenze des schwarzen Lochs wird Ereignishorizont genannt. Über dem Horizont kann ein Teil des Lichts entkommen, aber unterhalb des Horizonts ist alles Licht gefangen. Innerhalb des schwarzen Lochs zwingen die Lichtkegel jedes Objekt dazu, sich nach unten zu bewegen, und die Zeit selbst zeigt zum Zentrum des schwarzen Lochs. Um zu verstehen, was ein schwarzes Loch darstellt, muss man zwei Standpunkte beachten. Den eines Astronauten, der in das schwarze Loch fällt, und den eines entfernten Beobachters, der weit weg ist. Für den fernen Beobachter ist die Gravitation schwach und die Raumzeit scheint flach. Für ihn fließt die Zeit von links nach rechts. Der Horizont des schwarzen Lochs scheint unbeweglich und wird durch eine gerade Linie von der Vergangenheit zur Zukunft dargestellt. Betrachten wir nun den Standpunkt des fallenden Astronauten. Bei der Annäherung an den Horizont krümmen sich Zeit und Raum immer stärker.
Wenn der Astronaut den Horizont erreicht, bemerkt er das nicht, aber genau hier sind Zeit und Raum um 45 Grad geneigt. Für den Astronauten ist der Ereignishorizont keine horizontale Linie mehr, sondern eine Diagonale, ähnlich der Oberfläche eines Lichtkegels. Während der entfernte Beobachter das schwarze Loch als unbeweglich sieht, neigen sich für den Astronauten am Horizont Zeit und Raum so, dass sich das schwarze Loch wie ein Lichtkegel verhält, aus dem es unmöglich ist zu entkommen. Beim Überqueren des Ereignishorizonts tauschen die Begriffe Zeit und Raum ihre Plätze. Jetzt ist die Zeit nach unten gerichtet. Der Horizont des schwarzen Lochs wird nicht zu einem Ort im Raum, sondern zu einem Ereignis in der Vergangenheit. Das Zentrum des schwarzen Lochs ist nicht mehr ein Punkt, sondern ein unvermeidliches Ereignis in der Zukunft. Wenn ein massereicher Stern kollabiert, strahlt er einen letzten Lichtblitz aus. Eine Blase, die versucht, sich auszudehnen, aber in der gekrümmten Raumzeit erstarrt. So bildet sich ein schwarzes Loch, das einen unbeweglichen Lichtkegel darstellt. Wenn man das Diagramm ausrichtet, sehen wir wieder die globale Zeitrichtung, die von links nach rechts verläuft. Auf dem ausgerichteten Diagramm bildet der Horizont eines schwarzen Lochs deutlich einen Lichtkegel, aus dem es von innen unmöglich ist zu entkommen. Beim Überqueren des Horizonts bewegen wir uns unvermeidlich zum Zentrum des schwarzen Lochs, wo die Krümmung so stark wird, dass unsere physikalischen Modelle aufhören zu funktionieren. Wenn man dieses Diagramm kompakt darstellt, erhält man ein Penrose-Diagramm, in dem die äußeren und inneren Bereiche des schwarzen Lochs getrennt sind. Nach dem Überschreiten des Horizonts lassen wir den äußeren Teil des Universums für immer in der Vergangenheit und können uns nur noch zur Singularität bewegen. Gut, mit den Lichtkegeln innerhalb des schwarzen Lochs haben wir uns befasst, aber was passiert an der Peripherie schwarzer Löcher? Wie ist es, sich in einiger Nähe zu ihnen zu befinden? Erinnern Sie sich an den Planeten Miller aus dem Film Interstellar? Zur Erinnerung, er basiert auf dem Buch des Nobelpreisträgers Kip Thorne, The Science of Interstellar. Miller ist der Planet, der dem schwarzen Loch Gargantua am nächsten ist. Für 5 Sekunden, die auf seiner Oberfläche verbracht wurden, geschahen auf der Erde unglaublich viele Ereignisse. Sehr viele. Laut der Relativitätstheorie verlangsamt sich die Zeit in einem starken Gravitationsfeld. In der Nähe eines massereichen Objekts fließt die Zeit langsamer, aber die Gravitation ist nicht das Einzige, was die Zeit krümmt. Nach der speziellen Relativitätstheorie verlangsamt sich die Zeit für ein sich bewegendes Objekt. Hier ist ein einfaches Beispiel. Sie steigen eine Treppe hinauf. Ihr Körper entfernt sich langsam von der Erde. Also sollte die Zeit schneller vergehen, aber sie bewegen sich, folglich vergeht die Zeit langsamer. Es stellt sich heraus, dass sich beide Effekte gegenseitig ausgleichen. Nehmen wir nun 2 Personen. Person A schwebt in der Nähe eines massereichen Objekts, Person B schwimmt in der Leere des Weltraums. A leuchtet mit einem grünen Laser in Richtung B. Ein Laserstrahl ist eine Lichtwelle mit 600 Billionen Schwingungen pro Sekunde, aber Licht ist auch eine Form von Energie. Wenn er dem Gravitationsfeld entkommt, verliert der Strahl Energie. Die Frequenz nimmt ab. Wenn der Strahl Person B erreicht, bleiben statt 600 Billionen Schwingungen nur noch, sagen wir, 10 Milliarden übrig. Das grüne Licht hat sich in Mikrowellenstrahlung verwandelt. Wir haben gerade das Phänomen namens gravitative Rotverschiebung entdeckt. Aber wo sind die restlichen Schwingungen geblieben? Sie sind nirgendwo verschwunden. Person A erzeugt 600 Billionen Schwingungen pro Sekunde, Person B erhält nur 10 Milliarden pro Sekunde. Die einzige Erklärung, eine Sekunde für den einen ist nicht gleich einer Sekunde für den anderen. Person A braucht nur eine Sekunde, um 600 Billionen Schwingungen zu erzeugen, aber Person B benötigt 60.000 Sekunden, fast einen ganzen Tag, um sie zu empfangen. Ihre Uhren laufen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und nicht nur mechanische Uhren, biologische auch. Herz, Lunge, Gehirn. Person A atmet ein, aus, ein. Für sie ist alles normal. Person B hingegen schaut durch ein Teleskop und sieht alles in Zeitlupe. Zwischen den Atemzügen vergehen Tage. Kehren wir nun zur Szene aus Interstellar zurück. Nach der Relativitätstheorie gilt, je stärker die Beschleunigung eines Objekts, desto langsamer bewegt es sich durch die Zeit. Auf der Erde ist die Gravitation bescheiden. Die Zeit verlangsamt sich nur um wenige Mikrosekunden pro Tag. Auf der Oberfläche eines Neutronensterns ist die Gravitation gewaltig. Die Zeit verlangsamt sich um mehrere Stunden pro Tag und am Horizont eines schwarzen Lochs steht die Zeit still. Die Gravitation ist so ungeheuerlich, dass nichts entkommen kann. Nicht einmal Licht.
Auf dem Planeten Miller fließt die Zeit viel langsamer als auf der Erde, da die Gravitation der Sonne 1 Milliarde Mal schwächer ist als die von Gargantua. Wenn die Besatzung den Boden von Miller betritt, beginnt rhythmische Musik mit Uhrentick-Geräuschen. Eine Sekunde auf diesem Planeten entspricht einem Tag auf der Erde. Das heißt, für jede Sekunde dort vergehen 61.400 Sekunden auf der Erde. In der Realität geschieht unterschiedlicher Zeitverlauf überall im Weltraum. Ein interessantes Beispiel ist die ISS. Auf der Station vergeht die Zeit langsamer als auf der Erde. Wir korrigieren die Zeit durch Einsteins Gleichungen. Aber es gibt auch eine zweite Art der Zeitreise: Geschwindigkeit. Das Weltall ist riesig, es gibt keine Grenze dafür, wie weit man fliegen kann. Zum Beispiel ist die Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. In einem Raumschiff, das mit 99,9999999% der Lichtgeschwindigkeit fliegt, würde die Reise dorthin und zurück für sie 18 Jahre dauern. Aber auf der Erde würden inzwischen 5 Millionen Jahre vergehen. Was ist also der Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Gravitation? Schauen wir in den Himmel. Irgendwo dort schweben Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Ein Schraubenzieher, der aus den Händen gelassen wird, schwebt daneben. Wassertropfen schwimmen wie zitternde Blasen. Warum? Sie haben das Gravitationsfeld der Erde nicht verlassen. Die Station ist nur 400 Kilometer über der Oberfläche, 10-mal höher als Passagierflugzeuge. Die Station fällt zur Erde, wie sie aus einem Flugzeug fallen würden, aber sie fliegt so schnell, dass sie ständig am Planeten vorbeischießt. Das ist freier Fall. Der Schlüsselpunkt ist, dass freier Fall nicht von Schweben im tiefen Weltraum zu unterscheiden ist. Wenn Sie sich in einem Raumschiff ohne Fenster befänden, könnten Sie nicht bestimmen, ob Sie sich im Gravitationsfeld von jemandem befinden. Ihr Körper und die Gegenstände um Sie herum würden bewegungslos schweben, weil es keine Kraft gibt, die Sie stört. Einstein nannte das den glücklichsten Gedanken seines Lebens. Gravitation kann durch Fallen simuliert werden und umgekehrt. Ihre Effekte können durch Beschleunigung erzeugt werden. Wenn Sie in Ihrem Raumschiff beginnen, mit der Kraft der irdischen Anziehung zu beschleunigen, werden Sie sich im Inneren des Schiffs wie zu Hause fühlen. Sie können in einem Sessel sitzen oder durch die Kabine gehen. Ohne Fenster können Sie das Raumschiff nicht von einem Zimmer auf der Erde unterscheiden. Und wenn Sie beschließen, den Schub auf 1/3 zu reduzieren, können Sie sich vorstellen, dass Sie auf der Oberfläche des Mars sitzen. Und hier ist das Merkwürdige: Keine andere Kraft in der Natur verhält sich so. Man kann die Kraft zwischen elektrisch geladenen Objekten nicht durch Beschleunigung oder Bewegung ersetzen, aber bei der Gravitation ist das möglich. Beschleunigung ist lokal nicht von Gravitation zu unterscheiden und umgekehrt. Diese wichtige Idee ist als Äquivalenzprinzip bekannt, das uns die Tür zu einem neuen Verständnis der Natur der Realität öffnete. Einem Verständnis, das uns zu schwarzen Löchern und den extremsten Manifestationen der Geometrie im Universum führen wird. 1916. 5 Monate vor seinem Tod machte der Astrophysiker Karl Schwarzschild eine wichtige Entdeckung. Er diente in der deutschen Armee und berechnete Artilleriegeschosstrajektorien. Und plötzlich fand er die erste exakte Lösung der Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Einstein hatte seine Theorie erst wenige Wochen zuvor veröffentlicht. Schwarzschild leitete blitzschnell die Lösung ab und schickte sie zu ihm. Einstein war beeindruckt und schrieb zurück: „Ich habe Ihre Arbeit mit größtem Interesse gelesen. Ich hätte nicht erwartet, dass sich die exakte Lösung so einfach formulieren lässt." Schwarzschild beschrieb die Geometrie der Raumzeit um einen Stern herum. Erinnern Sie sich an Wheelers Maxime? Schwarzschilds Lösung beschreibt genau diese Krümmung. Kehren wir zur Erde zurück. Die Oberfläche unseres Planeten ist gekrümmt. Man kann nicht einfach den Satz des Pythagoras verwenden, um die Entfernung zwischen Buenos Aires und Shanghai zu berechnen. Wenn man ein 19.600 Kilometer langes Lineal nimmt und es in Buenos Aires hinlegt, wird sein Ende nicht Shanghai erreichen. Das Lineal ist gerade, aber die Erde ist es nicht. Das Ende würde im Weltraum landen, aber man kann 20 Millionen 1-Meter-Lineale nehmen und sie entlang des Großkreisbogens zwischen den Städten auslegen. Die Lineare werden der Krümmung der Erdoberfläche folgen. So kann man die Entfernung auf einer gekrümmten Oberfläche messen. Ein wunderbares Beispiel ist die Montreal-Biosphäre. Aus der Ferne ist sie eine perfekte Kugel. Aus der Nähe sieht man, sie besteht aus vielen flachen Dreiecken, die unter kleinen Winkeln zusammengenäht sind. Jede Form kann so gebaut werden.
Die Geometrie wird dadurch bestimmt, wie die flachen Stücke zusammengesetzt sind. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird gekrümmte Raumzeit genauso konstruiert. Viele kleine Stücke flacher Raumzeit werden zusammengenäht. Schwarzschilds Lösung beschreibt, wie sie in der Nähe eines Sterns genäht sind. Einstein erinnerte sich daran als den glücklichsten Gedanken. Gravitation kann durch Fallen ersetzt werden. Wenn es keine Gravitation in der Nähe eines freifallenden Beobachters gibt, dann muss die Raumzeit in seiner Umgebung flach sein. Gravitation entsteht nicht durch eine Anziehungskraft zwischen Dingen, sie entsteht, weil kleine Bereiche der Raumzeit relativ zu ihren Nachbarn in der Nähe massereicher Objekte geneigt sind. Für die Sonne sind die Krümmungseffekte winzig. An der Oberfläche des Gestirns ist der Verzerrungsfaktor minimal. Uhren gehen 1 Minute pro Jahr nach, aber bei einem schwarzen Loch ist alles dramatischer. Wie sich herausstellte, beschreibt Schwarzschilds Lösung nicht nur den Bereich um einen Stern herum, sie beschreibt ein schwarzes Loch. Fügen Sie dem Stern einfach mehr Masse hinzu. Das Schwarzschild-Schwarze Loch ist das einfachste Modell. Diese Lösung von Einsteins Gleichungen beschreibt ein nicht rotierendes, sphärisches schwarzes Loch ohne elektrische Ladung. Es hat nur einen Parameter, die Masse. Der Radius des Ereignishorizonts wird nach dieser Formel berechnet. Das ist der Schwarzschildradius. Aber eine Frage drängte sich auf. Sehen wir denn im Universum statische und symmetrische Objekte? Eher sehen wir oft runde und etwas abgeflachte Objekte mit Rotation. Wie beschreibt man diese? Leider musste man auf diese Entdeckung 50 Jahre warten. Erinnern wir uns an die Penrose-Diagramme. Sie bringen Unendlichkeiten auf ein Blatt Papier. Jede Ecke und jeder Rand eines solchen Diagramms repräsentiert irgendeine Form von Unendlichkeit. Aber hier ist ein Rätsel. Schauen Sie sich das Penrose-Diagramm für das ewige Schwarzschild-Schwarze Loch an. Der linke Rand dieses Diagramms befindet sich nicht in der Unendlichkeit, sondern an einem Punkt mit der Koordinate r = 1. Das ist der Horizont des Schwarzen Lochs. Bisher dachten wir nur an den oberen Teil dieses Randes, als wir am Anfang des Videos in das Loch sprangen. Aber was ist mit dem unteren Teil? Nichts kann diesen Rand von innen des Rhombus überqueren, aber da er sich nicht in der Unendlichkeit befindet, verbirgt sich vielleicht etwas dahinter? 1935 erkannten Albert Einstein und Nathan Rosen als erste, hinter diesem Rand ist tatsächlich etwas. Als sie die Mathematik schwarzer Löcher studierten, erkannten sie, dass sie nur die Hälfte der Lösung beschrieben hatten. Das vollständige Bild stellte sich als viel seltsamer heraus. Sie schrieben, der vierdimensionale Raum wird mathematisch durch 2 Blätter beschrieben, die durch eine Hyperebene verbunden sind. Wir nennen eine solche Verbindung zwischen 2 Blättern eine Brücke. Es stellte sich heraus, dass das Schwarzschild-Schwarze Loch nicht nur ein kosmischer Trichter ist, es ist eine Brücke zwischen 2 Universen. Einstein nannte das eine Brücke und wir nennen es jetzt ein Wurmloch. Es stellt sich heraus, dass wir nur die Hälfte der Schwarzschild-Lösung gezeichnet hatten. Im vollständigen Diagramm sehen wir nicht 2, sondern 4 Bereiche. Der erste ist unser Universum außerhalb des Schwarzen Lochs. Der zweite ist das Innere des Schwarzen Lochs, wo die Zeit endet. Aber es gibt noch einen dritten Bereich, ein völlig anderes, unendliches Universum und einen 4. Bereich, ein weißes Loch. Ein weißes Loch ist ein hypothetisches Objekt, das ein schwarzes Loch umgekehrt darstellt. Aus ihm fliegt alles heraus, aber nichts kann hineinfallen. Es existiert in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Damit erinnert es an den Urknall. Das Schwarze Loch liegt in der Zukunft für Astronauten aus beiden unendlichen Universen und sie können entscheiden, ob sie hineinspringen oder nicht. Das Weiße Loch hingegen liegt für sie in der Vergangenheit. Sie können Signale von ihm empfangen, aber es niemals besuchen. Die beiden Universen sind durch ein Wurmloch innerhalb des Schwarzen Lochs verbunden. Ein Astronaut aus unserem Universum kann in das Schwarze Loch springen. Ein Astronaut aus dem anderen Universum kann in sein Schwarzes Loch springen und sie werden sich im Inneren treffen, bevor die Singularität sie vernichtet. Ein Astronaut aus Bereich 1 kann in Bereich 2 gelangen, ins Innere des Schwarzen Lochs und dort einen anderen Astronauten treffen, der aus Bereich 3 angereist ist. Sie können sogar miteinander kommunizieren, bevor sie die Singularität erreichen, wo die Zeit endet. Bereich 3 stellt ein anderes, unendliches Universum dar, völlig getrennt von Bereich 1, aber mit ihm im Inneren des Schwarzen Lochs verbunden. Dieses Diagramm heißt maximal erweiterte Schwarzschildraumzeit.
Der Begriff maximal hat hier eine technische Bedeutung, die sehr anschaulich ist. Die Astronauten, die wir bei Reisen um und in das Schwarze Loch betrachtet haben, sind unsterblich. Ihre Weltlinien müssen unendlich lang sein, es sei denn, sie treffen auf eine Singularität. Ihre Leben sind unendlich, solange sie nicht den Horizont des Schwarzen Lochs überqueren. Maximal erweitert nennt man eine solche Raumzeit, in der alle Weltlinien entweder in der Unendlichkeit oder in einer Singularität beginnen und enden. Aber es gibt einen Haken. Durch das Wurmloch zu gehen, ist unmöglich. Die Zeit innerhalb des Schwarzen Lochs funktioniert anders. Die Entfernungskoordinate wird zur Zeit. Alles bewegt sich unerbitterlich zur Singularität. Das Wurmloch entwickelt sich auch in der Zeit. Es dehnt sich aus und reist schneller, als etwas hindurchfliegen könnte. Nicht einmal Licht schafft es. Daher stellt sich eine logische Frage: Existieren solch exotische Objekte in der Realität? Ewige schwarze Löcher wohl kaum. Sie sind symmetrisch und statisch, entstehen also nicht beim Kollaps von Sternen, aber Einsteins Gleichungen lassen die Existenz von Wurmlöchern zu. 1988 untersuchten Kip Thorne und Kollegen die Möglichkeit der Stabilisierung von Wurmlöchern. Sie stellten die Frage: Erlauben es die Gesetze der Physik einer hochentwickelten Zivilisation, Wurmlöcher für interstellare Reisen zu bauen und zu erhalten? Solche Wurmlöcher würden nicht durch kollabierende Sterne entstehen, könnten aber theoretisch aus dem Quantenschaum extrahiert und auf klassische Größe vergrößert und durch Quantenfelder mit negativer Energiedichte stabilisiert werden. Ein solches Wurmloch wäre eine Zeitmaschine und die Konsequenzen der Existenz solcher Dinge sind beunruhigend. Kann ein entwickeltes Wesen Schrödingers Katze als lebendig messen, dann durch ein Wurmloch in der Zeit zurückreisen und die Katze töten? Heute interessiert die Idee der Wurmlöcher-Wissenschaftler weiterhin. Möglicherweise sind Wurmlöcher Teil der Struktur der Raumzeit selbst auf Quantenebene. Zu dieser Hypothese werden wir noch zurückkehren. 1963 gelang dem Mathematiker Roy Kerr ein Durchbruch. Er fand die exakte Lösung der Einsteinschen Gleichungen für ein rotierendes schwarzes Loch. Scheinbar war es nicht so schwierig, einfach Rotation zur Schwarzschildlösung von 1916 hinzufügen, aber die Tatsache, dass es fast ein halbes Jahrhundert dauerte, sagt viel aus. Die Kerr-Lösung beschreibt wie die Schwarzschildlösung ein ewiges schwarzes Loch, einen unsterblichen Wirbel im leeren Raum. Aber im Gegensatz zum Schwarzschildloch ist es nicht mehr symmetrisch. Wie die meisten rotierenden Objekte wie Sonne und Erde ist das Kerr-Schwarze Loch am Äquator abgeflacht. Und dieser Verlust der Symmetrie hat ernste Konsequenzen. Ein langsam rotierendes Kerr-Schwarzes Loch hat 3 Besonderheiten im Vergleich zum Schwarzschild-Schwarzen Loch. Erstens ist die Singularität jetzt ein Ring. Die Ebene des Rings steht senkrecht zur Rotationsachse. Das bedeutet, dass nur Bahnen in der Äquatorialebene mit ihr kollidieren werden. Alle anderen gehen vorbei. Ein Astronaut kann in ein Kerr-Schwarzes Loch fallen und dem Ende der Zeit entkommen. Zweitens hat das Loch 2 Ereignishorizonte, einen inneren und einen äußeren. Drittens gibt es einen Bereich hinter dem äußeren Horizont, wo sich der Raum so wild dreht, dass nichts stillstehen kann. Dieser Bereich heißt Ergosphäre. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Astronaut, der beschließt, in ein Kerr-Schwarzes Loch zu springen. Das erste, was Sie antreffen, ist die Ergosphäre. Hier ist es unmöglich, stillzustehen. Der Raum reißt alles mit sich. Wie ein Strudel. Selbst Licht, das direkt nach außen gerichtet ist, kann nicht entkommen, aber Sie können. Die Ergosphäre ist nicht der Punkt ohne Wiederkehr. Wir fallen weiter. Innerhalb der Ergosphäre sind Sie gezwungen, mit dem Schwarzen Loch zu rotieren. Keine Raketen helfen Ihnen anzuhalten, aber man kann diese Rotation nutzen, um nach außen zu entkommen, etwa wie ein Surfer eine Welle nutzt. Aber Sie beschließen, die Reise fortzusetzen und überqueren den äußeren Horizont. Das ist der Punkt ohne Wiederkehr, wie beim Schwarzschild-Schwarzen Loch. Jetzt müssen Sie sich nach innen bewegen und den inneren Horizont überqueren. Aber hier beginnen die Sonderbarkeiten. Hinter dem inneren Horizont erlangen Sie wieder Ihre Freiheit. Die Singularität liegt nicht mehr in Ihrer Zukunft, die Zeit muss nicht enden, denn Sie können innerhalb des Schwarzen Lochs fliegen und die Ringsingularität vermeiden. Um sicherzugehen, dass alle Weltlinien entweder in der Unendlichkeit oder an einer Singularität enden, sind wir gezwungen, das Diagramm zu erweitern. Das Ergebnis ist ziemlich schockierend. Innerhalb des ewigen Kerr-Schwarzen Lochs ist eine unendliche Menge unendlicher Universen enthalten, ineinander verschachtelt wie russische Matroschkas. Das Penrose-Diagramm würde ein unendliches Blatt Papier benötigen. Dieses Wunderland von Kerr ist der einzige Weg,
im Einklang mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu bleiben. Das Diagramm zeigt einen Teil des unendlichen Turms von Universen, was bedeutet, dass innerhalb des ewigen Kehrschwarzen Lochs eine unendliche Menge Raum und Zeit versteckt ist und keine obligatorische Begegnung mit einer Singularität besteht, die den Spaß verderben könnte. Sie fragen sich, was zum Teufel passiert hier? Aber genau so ist es. Die Mathematik ist unerbitterlich. Sie können von Universum zu Universum reisen. Sie überqueren den inneren Horizont, umgehen die Ringsingularität und treten durch den Horizont eines weißen Lochs in ein neues Universum ein. Dort finden sie wieder ein schwarzes Loch, tauchen hinein und die Geschichte wiederholt sich. Wenn sie sich entschließen, durch die Ringsingularität zu gehen, können sie in ein antigravitatives Universum gelangen. Dort stößt die Gravitation ab, anstatt anzuziehen. Außerdem sind in diesem Bereich geschlossene zeitartige Kurven möglich. Einfacher ausgedrückt: Zeitreisen. Solche Wege lassen sich nicht im Penrose-Diagramm darstellen, da sie eine Umgehung in einer der nicht gezeigten Dimensionen erfordern. Diese Bahnen heißen geschlossene zeitartige Kurven. Stellen Sie sich einen Weg in der Raumzeit vor, der einen Tag vor Ihrer Geburt beginnt und nach einigen Jahren nach Ihrer Uhr zu demselben Tag zurückkehrt. Das ist Zeitreise. Solche Wege werden von der Geometrie der Raumzeit zugelassen. Das bedeutet, dass das Kehrschwarze Loch eine Zeitmaschine ist. Es entstehen alle möglichen Fragen. Was, wenn Sie beschließen würden, Ihre eigene Geburt zu verhindern? Das ist nicht unbedingt ein Paradox. Das Universum könnte so eingerichtet sein, dass Zeitreisen möglich sind und dabei alles logisch konsistent bleibt. Stephen Hawking schlug die Chronologieschutzhypothese vor. Die Gesetze der Physik müssen Zeitreisen verbieten. Die meisten Physiker glauben, dass die maximal erweiterte Kehrgeometrie in der Natur nicht existiert. Echte schwarze Löcher entstehen aus kollabierender Materie. Materie verändert die Geometrie innen und blockiert die Portale zu anderen Universen. Außerdem würde der unendliche Energiefluss entlang des inneren Horizonts eine Singularität erzeugen und die Durchgänge versiegeln. Schnell rotierende schwarze Löcher sind noch exotischer. Wenn die Rotation zu schnell ist, verschwinden die Ereignishorizonte. Es bleibt eine nackte Singularität, ein Ring ohne schützenden Horizont. Und das ist ein Albtraum für Physiker. Eine nackte Singularität ist eine Singularität, vor der das Universum nicht durch einen Ereignishorizont geschützt ist. Für Physiker sind nackte Singularitäten wie ein Knochen im Hals. So sehr, dass Roger Penrose die Hypothese der kosmischen Zensur aufstellte, die behauptet, dass im Universum keine nackten Singularitäten existieren, außer der Singularität des Urknalls selbst. Das Problem ist, dass nackte Singularitäten die Raumzeit mit Unwissen infizieren. Die Welt wird hoffnungslos indeterministisch. Vollständiges Wissen über die Vergangenheit würde nicht erlauben, die Zukunft vorherzusagen. 1991 wetteten Kip Thorne, John Pascal und Stephen Hawking, dass die Gesetze der Physik das Auftreten nackter Singularitäten verhindern würden. 1997 verlor Hawking die Wette, Computersimulationen konnten sie erschaffen. Hawking glaubte, dass nackte Singularitäten unter allen Umständen verboten sein würden, aber das scheint nicht so zu sein. 1997 gab Hawking mit Vorbehalt seine Niederlage zu und diese Nachricht landete auf der Titelseite der New York Times. Der Vorbehalt bestand darin, dass Computersimulationen nackte Singularitäten erzeugen können, obwohl die Modelle dabei extrem künstlich sind. Dennoch ist für ihr Auftreten nichts super Exotisches jenseits der bekannten Gesetze der Physik erforderlich. Thorne, Pascal und Hawking erneuerten die Wette in einer neuen Formulierung. Keine nackten Singularitäten werden natürlich im Universum entstehen, ohne Eingriff einer unvorstellbar fortgeschrittenen Zivilisation, die fähig ist, den Kollaps fein abzustimmen. Hawking zahlte aus, indem er Thorne und Pascal T-Shirts schenkte, um die Nacktheit der Gewinner zu bedecken. Aber was hindert ein Kehrschwarzes Loch daran, sich so stark zu drehen, dass es eine nackte Singularität freilegt? Es ist leicht vorstellbar, wie man die Rotation eines Lochs beschleunigen kann. Werfen Sie einen rotierenden Stern hinein, und zwar so, dass seine Rotation in die gleiche Richtung geht wie der Spin des Lochs. Das würde den Drehimpuls erhöhen. Eine solche Berechnung kann in der allgemeinen Relativitätstheorie durchgeführt werden und was würde passieren? Das Loch würde den rotierenden Stern abstoßen. Eine solche Spin-Spin-Wechselwirkung zeigt anschaulich, dass die allgemeine Relativitätstheorie wie konzipiert scheint, damit die kosmische Zensur eingehalten wird. Bei natürlichen schwarzen Löchern sind ihre Singularitäten immer hinter dem Horizont versteckt.
Wenn es Sie ärgert, dass die Natur scheinbar keine Wurmlöcher und kehrschwarzen Löcher zulässt, dann sind Sie wahrscheinlich zu pessimistisch. Das Wichtige ist, dass die Art reich ist und eine erstaunliche Vielfalt von Raumzeiten zulässt. Vielleicht wird etwas von dieser Exotik in der Natur realisiert. Rotierende schwarze Löcher sind keine Exotik. Sie existieren und die Raumzeit um sie herum wird durch die Kehrlösung beschrieben. Roger Penrose verstand, man kann Energie aus einem rotierenden schwarzen Loch extrahieren. Das geht so. Werfen Sie ein Objekt in die Ergosphäre und zwar so, dass es in 2 Teile zerfällt. Ein Teil soll in das Loch fallen, der andere nach außen fliegen. Wenn alles richtig berechnet wird, trägt der herausfliegende Teil mehr Energie als das gesamte ursprüngliche Objekt. Aber wie ist das möglich? Das Geheimnis liegt darin, dass innerhalb der Ergosphäre Objekte mit negativer Energie möglich sind. Das ist eine Folge des Rollentauschs von Raum und Zeit. Die Physikerin Emmy Noether zeigte, Energieerhaltung hängt mit Zeitsymmetrie zusammen, Impulserhaltung mit Raumsymmetrie. Wenn Raum und Zeit ihre Rollen tauschen, kann Energie negativ sein. Wenn also ein Stück mit negativer Energie in das schwarze Loch fällt, verringert sich die Energie des Lochs. Da aber Energie erhalten bleiben muss, trägt das herausfliegende Stück mehr Energie davon, als hineingeworfen wurde. Eine fortgeschrittene Zivilisation könnte den Penrose-Prozess zur Müllverwertung und Stromerzeugung nutzen. Perfekte grüne Energie. Aber es gibt eine wichtige Einschränkung. Die Fläche des Ereignishorizonts nimmt nach dem Penrose-Prozess immer zu. Das Loch verliert Masse und die Rotation verlangsamt sich. 1971 bewies Hawking, die Fläche des Horizonts eines schwarzen Lochs wächst immer, was auch immer geschieht. In meinem gesamten wissenschaftlichen Leben von 45 Jahren war das überwältigendste Erlebnis die Erkenntnis, dass die exakte Lösung der Einsteinschen Gleichungen, die Roy Kerr entdeckte, eine absolut genaue Darstellung der unzähligen massereichen schwarzen Löcher liefert, die das Universum bevölkern. Diese Ehrfurcht vor dem Schönen, diese unglaubliche Tatsache, dass eine Entdeckung, die aus der Suche nach Schönheit in der Mathematik geboren wurde, ihr exaktes Spiegelbild in der Natur findet, überzeugt mich zu sagen, Schönheit ist das, worauf der menschliche Geist in der tiefsten und innerlichsten Weise reagiert. Schwarze Löcher sind für die vollkommensten makroskopischen Objekte im Universum und da die allgemeine Relativitätstheorie für ihre Beschreibung eine einzige Familie von Lösungen liefert, sind sie auch die einfachsten. Die Lösungen der Einsteinschen Gleichungen, die Schwarzschild und Kerr fanden, haben kolossale Bedeutung, weil sie die einzig möglichen für die Raumzeit außerhalb jedes schwarzen Lochs sind. Nirgendwo sonst in der Physik wird etwas so Komplexes wie ein fallender Stern auf etwas so Einfaches und Genaues reduziert. Die Schwarzschildlösung wird durch eine einzige Zahl bestimmt. Die Masse. Die Kerr-Lösung fügt eine zweite hinzu, den Spin. Wenn wir nur diese beiden Größen kennen, können wir die Gravitationslandschaft außerhalb eines echten schwarzen Lochs exakt berechnen. Erstaunlicherweise ist es nicht wichtig, was genau kollabiert und wie das geschah. Hinter dem Horizont bleibt eine perfekt einfache Raumzeit. Genau das veranlasste Chandrasekhar, diese inspirierenden Worte zu schreiben. John Wheeler drückte denselben Gedanken kürzer aus: Schwarze Löcher haben keine Haare. In seinen Memoiren erinnert er sich, wie Feynman ihn wegen unanständiger Ausdrücke tadelte. Ich versuchte nur, die bemerkenswerte Einfachheit eines schwarzen Lochs zusammenzufassen, indem ich sagte, dass ein schwarzes Loch keine Haare hat. Ich dachte an einen Raum voller kahlköpfiger Menschen, die schwer zu unterscheiden sind, weil sie keine Unterschiede in Länge, Stil oder Haarfarbe zeigen. Und doch gibt es in der Art, wie die Natur diese Schönheit verwirklicht, einen bedauerlichen Moment. Die wahren Schätze scheinen für immer vor uns verborgen zu sein. Schwarze Löcher haben Horizonte und sie scheinen uns zu ewiger Blindheit bezüglich der Details der in die Singularität fallenden Materie zu verurteilen. Diese Blindheit macht gerade die Kerr- und Schwarzschildlösungen so anwendbar. Schwarze Löcher sind nicht so schwarz. Dieser Satz von Stephen Hawking veränderte die Physik. Bis 1972 schienen schwarze Löcher einfach zu sein. Dinge fallen hinein, das Loch wächst, aber nichts kann herauskommen. Alle Spuren des Hineingefallenen verschwinden für immer. So sagt es die allgemeine Relativitätstheorie. John Wheeler sagte einst in spielerischer Stimmung zu seinem Studenten Jacob Bekenstein, dass er sich wie ein Verbrecher fühle. Wenn er heißen Tee neben kalten stellt, gleichen sie sich nach einer halben Stunde in der Temperatur an. Die Energie der Welt ändert sich nicht, aber die Unordnung des Universums wächst und dieses Verbrechen hallt bis zum Ende der Zeit nach. Wheeler sprach über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt:
Bei jeder Veränderung wird die Welt unordentlicher. Die physikalische Größe, die Unordnung misst, heißt Entropie. Entropie wächst immer. Aber was, wenn ein schwarzes Loch vorbeischwimmt und ich beide Gläser hineinwerfe? Werden nicht alle Spuren meines Verbrechens gelöscht? Wheeler sorgte sich, dass er die Entropie des Universums erhöht hatte, indem er 2 Teetassen in Kontakt brachte und sie dann wieder verringerte, indem er sie in ein schwarzes Loch warf. Sein Student Bekenstein nahm das ernst und ging weg, um zu denken. Nach einigen Monaten kam er mit einer Antwort zurück. Das schwarze Loch verbirgt das Verbrechen nicht. Hawking hatte zuvor bewiesen, dass die Fläche des Horizonts eines schwarzen Lochs immer zunimmt. Bekenstein erinnerte dieses Gesetz an das Gesetz Entropie nimmt immer zu. Er machte eine kühne Behauptung: Wenn etwas in ein schwarzes Loch fällt, wächst die Horizontfläche und signalisiert das Wachstum der Entropie. Die Aufzeichnung wird geführt, der zweite Hauptsatz wird eingehalten. Aber was ist die Entropie eines schwarzen Lochs? Nach der allgemeinen Relativitätstheorie sind schwarze Löcher einfach. Ein Schwarzschild schwarzes Loch hat nur Masse. Es gibt keine Teile zum Umordnen. Woher kommt also die Entropie? Um das zu verstehen, kehren wir ins 19. Jahrhundert zurück. Die Grundlagen der Thermodynamik legten praktische Menschen. James Joule, ein Bierbrauer aus Salford, wollte bessere Dampfmaschinen bauen. In den 1840ern führte Joule ein berühmtes Experiment durch. Er baute eine Vorrichtung mit fallenden Gewichten, die Schaufeln drehten. Diese Schaufeln rührten Wasser um und erwärmten es. Joule bewies, Wärme und Arbeit sind verschiedene, aber austauschbare Formen von Energie. Wärme ist die Energie der Bewegung von Atomen und Molekülen. Die Schaufel schlägt die Wassermoleküle, sie bewegen sich schneller und die Temperatur steigt. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, Energie bleibt erhalten. Sie kann von einer Form in eine andere umgewandelt werden, aber die Gesamtmenge ändert sich nicht. Das ist die Grundlage der Dampfmaschine. Wir verbrennen Kohle, nutzen die gewonnene Energie zum Drehen eines Rades. Aber das ist nicht alles, was in einer Dampfmaschine steckt. Wir haben eine andere, wesentliche Komponente vergessen: die Umgebung, in der der Motor arbeitet. Eine Dampfmaschine funktioniert nur, wenn die Umgebung kälter als der Ofen ist. Warum? Weil Energie immer von heiß zu kalt fließt und niemals umgekehrt. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das passiert in Ihrem Kühlschrank. Er erzeugt nicht Kälte aus dem Nichts, sondern pumpt Wärme von innen nach außen, wie eine Wärmepumpe. Deshalb muss der Kühler des Kühlschranks heißer als die Küche sein. Den Zusammenhang zwischen Entropie und Unordnung verstand James Maxwell. Er schrieb, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik hat denselben Grad der Wahrheit wie die Behauptung, wenn man ein Glas Wasser ins Meer wirft, kann man nicht dasselbe Glas Wasser zurückbekommen. Ludwig Boltzmann konkretisierte diese Idee und leitete eine Formel ab. Ihr zufolge misst Entropie unser Unwissen über die genaue Konfiguration eines Systems. Nehmen wir einen Topf mit Wasser. Bevor wir ihn ausschütten, wissen wir, dass alle Wassermoleküle im Topf sind. Nach dem Wurf haben wir viel weniger Vorstellung davon, wo sie sind. Die Entropie des Systems hat zugenommen. Einfach gesagt, Entropie ist ein Maß unseres Unwissens, unserer Ignoranz. Den Zusammenhang zwischen Entropie und Information machte Claude Shannon explizit. Hier ist ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie werfen eine Münze. Sie hat 2 mögliche Zustände, Kopf und Zahl. Schreiben wir sie als 0 und 1. Vor Ihnen liegt ein Bit Information. Werfen Sie jetzt 2 Münzen. Sie haben bereits 4 mögliche Zustände und 2 Bits Information. 3 Münzen, 8 Zustände, für deren Aufzeichnung 3 Bits nötig sind und so weiter. Wenn es eine Anzahl möglicher Konfigurationen gibt, kann die Anzahl der Informationsbits nach dieser Formel berechnet werden. N gleich Logarithmus zur Basis 2 von W. Moment mal, erinnert Sie das an etwas? Ja, diese Formel ist der Boltzmann-Formel sehr ähnlich. Entropie sagt uns etwas über die innere Struktur einer Sache. Sie hängt eng mit der Menge an Informationen zusammen, die eine Sache speichern kann. Das ist ein Fenster in die Grundstruktur der Realität, und wenn wir Bekenstein folgen und Entropie mit der Fläche des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs verknüpfen, ist das ein Fenster in die Grundstruktur von Raum und Zeit. Aber das Problem ist, dass schwarze Löcher keine Bestandteile haben. Sie sind reine Geometrie der Raumzeit und ziemlich gesichtslos. Oberflächlich betrachtet hätte ein schwarzes Loch 0 Entropie. Werfen Sie ein paar Teetassen in ein schwarzes Loch und seine Masse nimmt zu, aber das ist alles. Die Entropie sollte 0 bleiben, das war Wheelers Standpunkt. Damit der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht verletzt wird, vermutete Bekenstein, dass schwarze Löcher Entropie haben müssen, proportional zur Horizontfläche. Er berechnete sie und entdeckte etwas Tiefgreifendes. Stellen Sie
sich vor, Sie wollen ein Bit Information in ein schwarzes Loch werfen. Das ist nicht schwer, man kann einfach ein Lichtteilchen, ein Photon, dorthin schicken. Grob gesagt kann es im Uhrzeigersinn 0 oder gegen den Uhrzeigersinn 1 rotieren, was ein Bit bedeutet. Die Berechnung zeigt, die Anzahl der Bits, die ein schwarzes Loch speichern kann, entspricht der Horizontfläche in Planck-Einheiten. Zur Erinnerung, die Plancklänge ist der fundamentale Längenmaßstab in unserem Universum. Das ist die kleinste Entfernung, von der wir als Entfernung sprechen können. Zum Beispiel ist der Durchmesser eines Protons 100 Trillionen Plancklängen. Es stellt sich heraus, dass der Horizont eines schwarzen Lochs mit Plancklängen bedeckt ist. Man kann sagen, mit Pixeln. Jeder Pixel speichert ein Bit Information. Das ist erstaunlich. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie ist der Horizont leerer Raum. Ein Astronaut, der durch ihn fällt, bemerkt nichts, aber Bekensteins Berechnungen sagen, er würde eine dichte Sammlung von Bits antreffen. Nochmals, die Entropie eines schwarzen Lochs entspricht der Anzahl der Informationsbits, die es verbirgt. Sie kann berechnet werden, indem man den Ereignishorizont mit Pixeln von der Größe einer Plancklänge auslegt und annimmt, dass das schwarze Loch ein Bit pro Pixel speichert. Es ist schwer zu überschätzen, wie faszinierend dieses Ergebnis ist. Dutzende von Fragen entstehen. Was ist die Natur dieser Planck-Pixel? Warum legen sie den Horizont aus? Warum ist die Informationskapazität eines schwarzen Lochs proportional zur Fläche und nicht zum Volumen? Wie viel Information kann in einer Bibliothek untergebracht werden? Offensichtlich hängt die Antwort von der Anzahl der Bücher ab, die hineinpassen. Für die Bibliothek eines schwarzen Lochs scheint es jedoch, dass wir nur die Außenwände mit Seiten bekleben können, als ob der Innenraum nicht existiert. Ein schwarzes Loch hat die größtmögliche Entropie. Es kann die maximale Menge an Informationen in einem gegebenen Raumvolumen speichern und das Informationsvolumen in Bits wird durch die Fläche des Bereichs in Planck-Einheiten bestimmt. Das deutet auf etwas tief Verborgenes hin. Alles, was in einem Volumen existiert, kann vollständig durch Information auf der es umgebenden Oberfläche beschrieben werden. Das ist unsere erste Begegnung mit dem holographischen Prinzip. Die Geschichte wiederholt sich. Als Boltzmann 1906 stirbt, wurde seine Erklärung der Entropie durch Atome nicht akzeptiert. Wissenschaftler zweifelten an der Existenz von Atomen. Ihnen gefiel die statistische Natur des zweiten Hauptsatzes nicht. Heute finden ähnliche Debatten über schwarze Löcher statt. Wenn die Entropie eines schwarzen Lochs das Vorhandensein gewisser beweglicher Teile analog zu beweglichen Atomen bedeutet, dann ist die allgemeine Relativitätstheorie eine Näherungstheorie und Raumzeit ist ein näherungsweises Bild der Realität. Raumzeit sollte als Näherung betrachtet werden, eine gemittelte Beschreibung der Welt, ähnlich der Beschreibung eines Gases in einem Behälter durch Temperatur, Volumen und Druck. Vielleicht sind wir, Menschen des 21. Jahrhunderts, einfach nicht imstande, die wahre Struktur der Raumzeit wahrzunehmen? Als Bekenstein seine Vermutung aufstellte, dass schwarze Löcher Entropie haben, gab es ein großes Problem. Entropie und Temperatur gehen Hand in Hand. Wenn ein schwarzes Loch Entropie hat, muss es auch Temperatur haben. Um Temperatur zu haben, muss ein Objekt strahlen, nicht nur absorbieren, aber alle wussten, aus einem schwarzen Loch kann nichts entkommen, aber 1974 änderte sich alles. Stephen Hawking veröffentlichte seinen berühmten Aufsatz. Schwarze Löcher stellten sich als nicht so schwarz heraus, sie glühen sanft wie schwache Kohlen. Sehr schwache Kohlen. Die Temperatur eines schwarzen Lochs von Sonnenmasse beträgt so viele Grade über dem absoluten Nullpunkt. Das ist millionenfach kälter als das Universum. Stephen Hawkings Aufsatz verursachte eine Revolution in der theoretischen Physik, die bis heute anhält. Er entdeckte, dass die Quantentheorie Strahlung eines schwarzen Lochs vorhersagt, als wäre es ein gewöhnliches Objekt mit einer gewissen Temperatur. Die unmittelbare Schlussfolgerung ist, dass das Gravitationsgesetz als statistisches Gesetz betrachtet werden sollte und Quanteneffekte erzeugen elementare Zufälligkeit in der Geometrie des Raums. Heute wissen wir nicht, wem genau diese Zufälligkeit entspricht. Das ist immer noch der heilige Gral der theoretischen Physik. 1973 entdeckten Bardeen, Carter und Hawking eine erstaunliche Verbindung zwischen den Gesetzen der Thermodynamik und den Eigenschaften schwarzer Löcher. Temperatur kann durch Oberflächengravitation ersetzt werden, Entropie durch Fläche. Die Ähnlichkeit
ist verblüffend. Zunächst dachten sie, das sei nur eine Analogie. Schwarze Löcher schienen Objekte mit absoluter Nulltemperatur zu sein. Schließlich kann nichts aus ihnen entkommen, aber ein Jahr später änderte Hawking seine Meinung und erklärte, dass schwarze Löcher Teilchen erzeugen und ausstrahlen. Aber wie ist es möglich, dass ein Objekt aus dem Nichts entkommen soll, wie Kohle glüht? Die Antwort liegt in der Quantentheorie und der Physik des Vakuums. Die Quantenmechanik unterscheidet sich von der klassischen Physik. Sie beschreibt eine Welt der Wahrscheinlichkeiten. Heisenbergs Unschärferelation besagt, man kann nicht gleichzeitig die Position eines Teilchens und seine Geschwindigkeit exakt kennen. Das ist nicht unser Unwissen, so ist die Natur aufgebaut. Das Vakuum des leeren Raums ist nicht leer. Die Quantentheorie erlaubt keine absolute Leere. Von allen Teilchen kann man denken, sie seien Anregungen des Vakuums, wie Kräuselungen in einem Vakuummeer. Im Vakuum entstehen und verschwinden ständig Teilchen. Diese Geister sind Vakuumfluktuationen. Wissenschaftler nennen sie virtuelle Teilchen. Wenn wir die Zeit einfrieren und mit hoher Auflösung tief in jeden Raumbereich schauen könnten, würden wir diese Teilchen nicht als flüchtige Geister sehen, sondern als echte, reale Teilchen. Und genau das passiert mit Raum und Zeit in der Nähe des Horizonts eines schwarzen Lochs. Das schwarze Loch verhält sich wie ein Vergrößerungsglas, das die Zeit einfriert. Virtuelle Teilchen entstehen aus dem Vakuum paarweise. Eines hat positive Energie, das andere negative. Normalerweise vereinigen sie sich schnell wieder, aber am Horizont eines schwarzen Lochs geschieht etwas Besonderes. Hawking erklärte, wie schwarze Löcher strahlen. Virtuelle Teilchen am Horizont können sich trennen. Das Teilchen mit negativer Energie fällt in das Loch und verringert seine Masse. Sein Partner fliegt ins Universum als Hawking-Strahlung. Die Temperatur eines schwarzen Lochs ist umgekehrt proportional zu seiner Masse. Kleine schwarze Löcher sind heiß, große Löcher sind kalt. Hawkings Formel verbindet Quantentheorie und allgemeine Relativitätstheorie. Sie beweist, die Gesetze der Mechanik schwarzer Löcher sind verkleidete Gesetze der Thermodynamik. Diese Formel ist jetzt in Hawkings Grabstein gemeißelt. Schwarze Löcher sind wirklich nicht so schwarz. Sie glühen mit Quantenlicht und verbinden Thermodynamik, Quantenmechanik und Gravitation zu einem einheitlichen Bild. Die Hawking-Strahlung hat 3 Eigenschaften, die zusammen verwirrend erscheinen. Erstens, sie, frei fallend in der Nähe des Horizonts eines großen schwarzen Lochs, begegnen keiner Strahlung. Zweitens, sie, beschleunigend, um über dem Horizont eines großen schwarzen Lochs zu schweben, werden durch einen Strom glühender Strahlung verdampft. Drittens, sie, weit entfernt vom schwarzen Loch, spüren einen Strom kühler Strahlung. Diese 3 Beschreibungen scheinen widersprüchlich. Stellen Sie sich vor, Sie springen in ein schwarzes Loch. Aus Ihrer Sicht überqueren Sie ruhig den Horizont, aber Ihr Freund draußen wird das nicht sehen. Stattdessen wird er sehen, wie Sie verbrennen. Nehmen wir an, Sie springen in ein großes schwarzes Loch. Aus Ihrer Perspektive erwartet Sie unweigerlich Spaghettifizierung bei der Annäherung an die Singularität. Aber den Ereignishorizont überqueren Sie ohne Drama. Ihr Freund im Raumschiff außerhalb des Lochs wird niemals sehen, wie sie den Horizont überqueren, aber wird beobachten, wie sie sich immer näher und näher nähern. Das wissen wir aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Der Freund kann ein Thermometer zu ihnen hinablassen, um die Temperatur an ihrem Punkt nahe dem Horizont zu messen. Das Thermometer, das über dem Horizont schwebt, erfährt Vakuumfluktuationen und findet sich in einem heißen Bad aus Strahlungen wieder. Von dieser Position aus ist der Bereich beim Horizont ein glühender Ort. Der Freund kann schließen, dass sie bereits außerhalb des schwarzen Lochs verkohlt sind und niemals durch den Horizont gegangen sind. Sollen wir das Äquivalenzprinzip aufgeben, das Fundament der Art, und anerkennen, dass der Horizont gefährlich und glühend ist? Oder müssen wir darauf bestehen, dass der frei fallende Beobachter den Horizont ohne Zwischenfälle passiert und schließen, dass in unseren Quantenberechnungen des Vakuums etwas falsch ist? Wählt man eine dieser Positionen, muss man den Kern entweder der allgemeinen Relativitätstheorie oder der Quantentheorie verwerfen. Was zum Teufel? Das klingt wie völliger Unsinn. Wie können sie gleichzeitig den Horizont passieren und dabei verdampfen? Physiker suchten hartnäckig nach einer Erklärung und fanden sie schließlich. Dieses Paradox hat einen Ausweg: die Komplementarität schwarzer Löcher. Tatsächlich sind beide Beschreibungen richtig. Von außen hat das schwarze Loch eine glühende, undurchdringliche Atmosphäre, die alles verdampft, sie eingeschlossen. Aber von innen des schwarzen Lochs betrachtet ist der Horizont nichts. Man passiert ihn problemlos. Es stellt sich heraus,
Eine Person kann gleichzeitig spaghettifiziert und verdampft werden. Von außen sieht niemals jemand, wie etwas in ein schwarzes Loch fällt. Man kann sagen, dass sein Inneres jenseits des Endes der Zeit für den äußeren Beobachter liegt. Alles gerät in die heiße Atmosphäre und verbrennt. Für den Außenstehenden unterscheidet sich das schwarze Loch kaum von glühender Kohle. Aus Sicht des Komplementaritätsparadigmas widerspricht dem nicht die Geschichte des Fallenden. Er erforscht das Innere und begegnet der Singularität. Aber der Schlüsselpunkt: er kann davon nach außen nicht berichten, nachdem er den Horizont überquert hat. Ebenso wichtig ist, dass äußere Beobachter den Fallenden nicht benachrichtigen können, dass er verbrannt ist. Widersprüche werden vermieden, weil die Parteien niemals ihre Aufzeichnungen vergleichen können. Nochmals, es gibt keinen Widerspruch, weil die Beobachter niemals ihre Aufzeichnungen vergleichen können. Sie, der ins Loch Fallende, können nicht nach außen mitteilen, dass sie leben. Gleichzeitig kann ihr Freund draußen ihnen drinnen nicht mitteilen, dass er gesehen hat, wie sie verbrannt sind. Sie können sofort einwenden: was, wenn der äußere Beobachter die Asche des Fallenden sammelt und dann nachspringt und dem Freund zeigt, dass er verbrannt wurde? Der eigenen Asche zu begegnen wäre unangenehm, selbst für einen Anhänger der Komplementarität. Der Ausweg laut Komplementarität liegt darin, dass das Sammeln von Beweisen Zeit braucht. Während der äußere Beobachter Asche sammelt und den Horizont überquert, ist sein Freund bereits spaghettifiziert und kann die Beweise für seinen eigenen Tod nicht sehen. So seltsam es scheint, genau dieses Bild scheint richtig zu sein. Der Titel von Hawkings erstem Aufsatz war eine Frage. Black Hole Explosions oder auf Deutsch Schwarze Loch-Explosionen? Sein Kern liegt darin, dass die Temperatur beim Schrumpfen des Lochs steigt. Es strahlt immer stärker, dann schrumpft es und verschwindet in einem Blitz. Das ist ein langsamer Prozess. Ein typisches schwarzes Loch von Sonnenmasse würde 10 hoch 69 Jahre leben. Sehr lange, aber nicht ewig. Es mag scheinen, dass wir uns keine Sorgen über Explosionen schwarzer Löcher machen müssen. Wo sind wir und wo sind 10 hoch 69 Jahre? Aber wenn wir das nicht durchdenken, würden wir das verpassen, was möglicherweise die wichtigste Revolution in der Physik seit Einstein ist. Die Revolution wurde durch folgende Frage ausgelöst: Vernichten schwarze Löcher Information? Stellen Sie sich vor, Sie beschließen, eine Bibel in ein schwarzes Loch zu werfen. Nach unvorstellbarer Zeit wird das Loch verdampfen. Es bleibt nur Strahlung übrig. Nach Hawkings Berechnung ist diese Strahlung thermal, was das völlige Fehlen von Information bedeutet. Es stellt sich heraus, das Buch wird aus dem Universum gelöscht. Alle Information über alles, was in das Loch gefallen ist, verschwindet. Stattdessen bleibt nur ein Bad aus gesichtsloser Wärmestrahlung. In seinem Buch »Der Krieg um das schwarze Loch« erzählt Leonard Susskind, wie Stephen Hawking 1983 zum ersten Mal behauptete, dass schwarze Löcher Information vernichten. Der künftige Nobelpreisträger Gerard de 't Hooft starrte eine ganze Stunde grimmig auf die Tafel nach Hawkings Vortrag. Ich erinnere mich noch an die tiefe Falte auf Gerards Stirn und Stephens schelmisches Lächeln. 't Hooft runzelte die Stirn, weil die uns bekannten Gesetze der Physik Information bewahren. Wenn man den exakten Zustand eines Systems kennt, können wir seine Zukunft vorhersagen und seine Vergangenheit rekonstruieren. Das ist Determinismus, die fundamentale Idee, dass sich das Universum vorhersagbar entwickelt. Wenn schwarze Löcher Information vernichten, bricht der Determinismus zusammen. In ferner Zukunft wird es unmöglich sein, die Details der Vergangenheit zu rekonstruieren. Dieses Problem heißt Informationsparadox der schwarzen Löcher. Und wiederum löst die Komplementarität dieses Paradox. Aus äußerer Sicht fällt nichts durch den Horizont. Denken wir an die Bibel. Aus der Perspektive des äußeren Beobachters wird das Buch am Horizont verbrannt und seine Asche wird als Hawking-Strahlung ins Universum zurückgegeben. Das unterscheidet sich nicht vom Verbrennen eines Buches am Lagerfeuer. Wenn man ein Buch verbrennt, kann die Information wiederhergestellt werden, falls man ausreichend genaue Messungen aller Asche, Gase und Kohlen durchführt. In der Praxis ist das fast unmöglich, aber irgendeine Superintelligenz könnte es schaffen, weil Information in einem brennenden Buch durchmischt, aber nicht vernichtet wird. Sie ändert nur ihre Form. Verwandelt sich von Worten auf Papier in Teilchen im Raum. Information wird nicht vernichtet, nur von Buchstaben auf der Seite in Teilchen im Raum umgewandelt. Offensichtlich kann man, während das Buch vor der Horizontüberquerung brennt,
Weltlinien ziehen, die jeden Atom des Buchs mit der künftigen, zeitartigen oder lichtartigen Unendlichkeit verbinden. Vergleichen Sie das mit der Sicht von innerhalb des Schwarzen Lochs. Das Buch wird nahe der Singularität spaghettifiziert. Wir wissen nicht, was in der Singularität geschieht, aber da sie hinter dem Horizont liegt, kann das Buch nicht wieder herauskommen. Es wird am Ende der Zeit innerhalb des Horizonts vernichtet. Aber das ist zulässig, weil für den äußeren Beobachter die Information bewahrt ist. Die Geschichte des Buchs ist in der Hawking-Strahlung eingeprägt und im Prinzip immer für Superwesen der Zukunft zugänglich. Akzeptiert man die Komplementarität, sind beide Sichtweisen richtig. Wir sind gewohnt zu denken, dass Objekte nur an einem Ort gleichzeitig sein können. Die Quantentheorie zerstört dieses Bild für subatomare Teilchen und das Komplementärprinzip ist eine noch radikalere Herausforderung der Intuition. Es bittet darum, zwei gleich reale Sichtweisen auf das zu akzeptieren, was mit einem großen Objekt wie einem Astronauten geschieht. Sie sind gleichzeitig spaghettifiziert und verdampft. Die Komplementarität besagt, was innerhalb des Horizonts geschieht, ist dieselbe Realität wie das, was außerhalb ist. Beide Beschreibungen sind äquivalent. Das Innere des Schwarzen Lochs ist irgendwie dasselbe wie das Äußere. Diese Idee wurde als holographisches Prinzip bekannt. Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass man nicht so radikal sein muss. Man könnte sich vorstellen, dass, wenn etwas durch den Horizont fällt, es heimlich kopiert wird. Eine Kopie fällt weiter in die Singularität zur Spaghettifizierung, die andere verbrennt am Horizont und wird in der Hawking-Strahlung kodiert. Aber es gibt einen schweren Fehler in dieser Logik. Die Gesetze der Quantenphysik verbieten das. Das No-Cloning-Theorem besagt, es ist unmöglich, eine identische Kopie eines unbekannten Quantenzustands zu erstellen. Nachdem das Klonen ausgeschlossen ist, bleibt uns nur eine Erklärung: Holographie. Die raumzeitliche Holographie wurde erstmals 1993 von Gerard T. Hooft vorgestellt. Leonard Susskind entwickelte sie ein Jahr später weiter. Beide betonten, Holographie muss ein universeller Zug der Natur sein, nicht nur der schwarzen Löcher. Ein Hologramm im alltäglichen Verständnis ist ein Bild, das dreidimensional aussieht und im Raum zu schweben scheint. Ein voluminöses Objekt wird aus Informationen aufgebaut, die auf einem zweidimensionalen Bildschirm gespeichert sind. Wenn Sie schon mal ein Hologramm gesehen haben, wissen Sie, dass sie verdammt realistisch aussehen können. Man kann um sie herumgehen und sie aus allen Winkeln betrachten, als wären es gewöhnliche Gegenstände. Ein schwarzes Loch enthält die maximale Informationsmenge für seine Größe. Wissenschaftler entdeckten, dass die Informationsmenge nicht durch das Volumen des Objekts gemessen wird, sondern durch die Fläche seiner Oberfläche. Das bedeutet, dass wenn man einen beliebigen Raumbereich nimmt, alle Informationen in ihm auf den Grenzen dieses Bereichs aufgezeichnet sind. T. Hooft und Susskind verstanden, jeder Raumbereich kann nicht mehr Informationen enthalten, als auf seine Oberfläche passen. Der meistzitierte Artikel der Welt in der Hochenergiephysik wurde 1997 von dem Physiker Juan Maldacena geschrieben. Er hat fast 18.000 Zitierungen. Er hat das Gesicht der theoretischen Physik in den letzten 25 Jahren mehr als jeder andere verändert. Er liefert den stärksten Beweis für die Wahrheit des holographischen Prinzips. Das Universum, das Maldacena betrachtete, ist nicht das, in dem wir leben, aber das ist normal. Physiker bauen oft vereinfachte Modelle. Wichtig ist, dass Maldacena die Welt nicht speziell zur Unterstützung der Holographie auswählte. Die Holographie entstand von selbst aus der Mathematik. Maldacenas Arbeit lässt sich am einfachsten durch ein zweidimensionales Spielzeuguniversum verstehen. Der Raum dieses 2D-Universums ist nicht flach, sondern hyperbolisch. Es sieht so aus. Vor Ihnen liegt die Poincaré-Scheibe. Diese Projektion nutzte gern der Künstler Escher. Ähnlich dem Penrose-Diagramm ist der Raum in dieser Projektion unendlich und um ihn unterzubringen, muss man das Bild verzerren. Hier ist ein Beispiel: Eschers Fische. Alle haben dieselbe Größe und sie füllen den unendlichen hyperbolischen Raum. Aber die Fische scheinen am Rand der Scheibe kleiner, weil wir den Raum komprimieren, wenn wir uns vom Zentrum entfernen. Stellen Sie sich nun vor, wir fügen zu diesem zweidimensionalen Bild eine dritte Dimension hinzu: die Zeit. Wir erhalten einen Stapel Poincaré-Scheiben, eine über der anderen, wie einen Zylinder oder eine Blechdose. Die Zeit fließt von unten nach oben. Eine solche Raumzeit nennen Physiker Anti-de Sitter.
Und hier beginnt das Interessanteste. Maldacena bewies, dass alles, was in dieser Dose passiert, vollständig durch Ereignisse auf ihrer Oberfläche beschrieben werden kann. Stellen Sie sich vor Ihnen steht eine Blechdose. Sie können absolut alles über das erfahren, was in ihr passiert, indem Sie einfach auf ihre Oberfläche schauen. So funktioniert es. Auf der Grenze des Zylinders lebt eine gewöhnliche Welt aus Teilchen. Diese Teilchen gehorchen den gewöhnlichen Gesetzen der Quantenmechanik. Sie können kollidieren, sich miteinander verschränken und so weiter, aber das Wichtigste, dort gibt es keine Gravitation. Die Teilchen bewegen sich einfach auf der flachen Oberfläche des Zylinders. Innerhalb des Zylinders ist alles anders. Er ist mit dreidimensionaler Raumzeit gefüllt. Dort wirkt Gravitation, dort können schwarze Löcher entstehen und verschwinden. Das ist eine vollwertige dreidimensionale Welt mit allen Attributen der allgemeinen Relativitätstheorie. Maldacenas Entdeckung besteht darin, dass diese beiden verschiedenen Welten dieselbe Physik beschreiben. Wenn an der Grenze vollkommene Ruhe herrscht und kein einziges Teilchen da ist, bleibt der Raum innen ruhig und leer. Aber wenn auf den Wänden des Zylinders Teilchen auftauchen, erscheint sofort ein schwarzes Loch im Zylinder. Je mehr Energie die Teilchen haben, desto massereicher das schwarze Loch. Wenn die Teilchen an der Grenze sich zerstreuen und beruhigen, dann verdampft das schwarze Loch innen und strahlt Hawking-Teilchen aus. Es entsteht ein erstaunliches Bild. Was wir für eine fundamentale Naturkraft hielten, die Gravitation, erweist sich als holographische Projektion einfacherer Quantenprozesse an der Grenze. Die innere Welt mit ihren schwarzen Löchern, gekrümmter Raumzeit und Gravitationswellen ist ein Hologramm der Grenzphysik. Maldacena bewies, dass eine spezifische Theorie ohne Gravitation einer völlig anderen Theorie mit Gravitation entspricht. Indem er die Gleichungen entdeckte, die die exakte Entsprechung beweisen, gab Maldacena die erste konkrete Realisierung des holographischen Prinzips. Und hier entsteht die Frage, was ist denn real? Existiert etwas im Inneren des schwarzen Lochs oder ist das nur eine Illusion, die von Teilchen an seiner Grenze erzeugt wird? Oder vielleicht umgekehrt, sind die Teilchen an der Grenze unwirklich und sie helfen uns nur dabei, das echte schwarze Loch zu beschreiben? Maldacena gab eine weise Antwort. Man sollte nicht fragen, welche der Beschreibungen wahr ist, denn beide Beschreibungen sind gleichberechtigt und äquivalent. Was in einer Welt wahr ist, ist auch in der anderen wahr. Es gibt keine Widersprüche zwischen ihnen, darin liegt die ganze Kraft des holographischen Prinzips. Es gibt uns zwei verschiedene, aber gleich richtige Wege, dieselbe Physik zu verstehen. Es stellt sich heraus, unsere Welt ist ein Hologramm, denn unsere Existenz kann mit absoluter Genauigkeit durch Informationen auf einer fernen Grenze beschrieben werden. Das klingt völlig verrückt, aber die Beweise sind überzeugend. Erinnern wir uns an das Paradox, wo sie gleichzeitig spaghettifiziert und verdampft sind. Wie kann man das erklären? Man kann fragen, welche dieser beiden Beschreibungen echt ist. Existiert das schwarze Loch wirklich oder ist es nur ein Hologramm der Grenzphysik? Oder vielleicht ist umgekehrt die Grenzphysik nicht real und dient nur als geschickter Weg, das schwarze Loch zu beschreiben. Das holographische Prinzip gibt die Antwort. Es gibt zwei äquivalente Beschreibungen der Welt und daher entstehen keine Widersprüche. Alles Wahre in der einen gilt auch in der anderen. Das schwarze Loch entsteht und verdampft dann, wobei es einen Strahl Hawking-Teilchen hinterlässt. All das kann man als Gas von Teilchen darstellen, die nach den gewöhnlichen Regeln der Quantenmechanik an der Grenze ohne Gravitation evolvieren. Da zwischen der Grenztheorie und der inneren eine exakte 1:1 Entsprechung besteht, zieht die Erhaltung der Information in der einen ihre Erhaltung in der anderen nach sich. Die Grenztheorie ist eine reine Quantentheorie. Das bedeutet, Information wird in ihr zwangsläufig erhalten. Folglich wird sie auch in den gravitativen Prozessen innen erhalten, bei der Entstehung und Verdampfung des schwarzen Lochs. Genau das überzeugte Stephen Hawking, seine Niederlage in der Wette mit Kip Thorne und John Preskill anzuerkennen und zuzustimmen, dass Information tatsächlich aus den schwarzen Löchern unseres Universums herauskommt. Maldacenas Artikel überzeugte ihn. Maldacena beantwortete endgültig die Frage, ob Information aus einem schwarzen Loch entkommen kann. Sie kann, aber eine Frage bleibt. Wie genau geschieht das? Nehmen wir zwei Universen, die durch schwarze Löcher verbunden sind. Der Ort ihrer Verbindung heißt Wurmloch. In ihm berühren sich die Gesetze der Physik zweier verschiedener Universen. Erstaunlicherweise beschreiben diese Gesetze vollständig alles, was am Ort ihrer Verbindung geschieht. Die mathematische Verbindung zweier Universen beschreibt ein Wurmloch. Um es zu erschaffen, müssen diese beiden Universen quantenverschränkt werden. Erinnern wir uns, was Quantenverschränkung ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Handschuhe.
Einen rechten, einen linken. Sie packen sie in Schachteln und schicken eine davon weit ans andere Ende der Erde. Die zweite Schachtel behalten sie. Sobald sie öffnen und den rechten Handschuh sehen, wissen sie sofort, dass in der zweiten Schachtel der linke ist. In der Quantenverschränkung sind Teilchen wie diese Handschuhe, aber im Unterschied zu ihnen ist jeder Handschuh bis zum Moment der Messung gleichzeitig rechts und links. Und erst wenn sie eine Messung durchführen und in die Schachtel schauen, bestimmt sich das System. Sie erfahren sofort den Zustand des anderen Teilchens, auch wenn es weit entfernt ist. Einstein nannte das spukhafte Fernwirkung, weil verschränkte Teilchen als Einheit handeln, selbst wenn sie Lichtjahre trennen. Wenn also die Verschränkung zweier Universen verschwindet, wird das Wurmloch zerstört und statt seiner bleiben nur zwei getrennte schwarze Löcher in zwei verschiedenen Universen. Verschränkung baut buchstäblich das Wurmloch, das Welten mit verschiedenen Gesetzen verbindet. 2006 fanden die Physiker Ryo und Takayanagi eine exakte Verbindung zwischen Verschränkung und der Geometrie des Raums. Ihre Formel besagt, die Verschränkungsentropie entspricht der Fläche der kleinsten Oberfläche, die den Raum halbiert. Einfacher gesagt, Verschränkung wird durch die Brückenfläche zwischen zwei Räumen gemessen. Je größer die Brücke, desto tiefer die Verbindung der Teilchen. Um zu erfahren, wie stark zwei Teilchen einander auf Distanz spüren, genügt es, die minimale Oberfläche zwischen ihnen zu berechnen und ihre Fläche gibt sofort den Wert ihrer Verschränkung an. Gibt es keine Verschränkung, dann ist ihre Entropie 0. Entsprechend gibt es auch kein Wurmloch. Zwei Quantentheorien sind nicht verbunden. Es gibt keinen Raum, der sie verknüpft. Gibt es aber Verschränkung, dann erscheint ein Wurmloch. Diese Idee erwies sich als viel weiterreichend als schwarze Löcher. Der Physiker Mark van Raamsdonck zeigte 2010 ein fundamentales Prinzip. Verschränkung erschafft Raum. Wir können Raumzeiten nähen, indem wir Freiheitsgrade verschränken und sie zerreißen, indem wir sie entwirren. Erstaunlich, dass das innerlich quantische Phänomen der Verschränkung sich als Schlüssel für das Entstehen der klassischen Geometrie der Raumzeit erweist. Das ist die Essenz dieser Idee. Nehmen Sie eine Kugel mit Quantentheorie an der Grenze. Teilen Sie die Grenze in zwei Hälften, sind die Hälften maximal verschränkt, existiert im Inneren der Kugel verbundener Raum. Wollen Sie die Verschränkung verringern, dann dehnt sich der Raum. Entfernen Sie die Verschränkung ganz, dann zerreißt der Raum in zwei isolierte Blasen. Die Geometrie des Raums wird durch Verschränkung bestimmt und die Geometrie des Raums ist laut Einstein die Gravitation. Als Physiker das erkannten, stellten sie eine kühne Hypothese auf. Beliebige, zwei verschränkte Teilchen sind durch etwas wie ein quantenmechanisches Wurmloch verbunden, eine mikroskopische Quantenbrücke. Im Grunde erweist sich Gravitation als kollektiver Effekt der Verschränkung von Quantenfeldern, ohne den die Geometrie unserer Welt zusammenbricht. Sie selbst, ihr Haus und überhaupt das ganze Universum, das ist ein riesiger Ozean verschränkter Teilchen, ohne den es weder Raum noch Zeit gäbe. Zeit, zu den schwarzen Löchern zurückzukehren und zu einem wichtigen Faden, den wir unvollendet gelassen haben. Maldacena zeigte, dass Information aus schwarzen Löchern herauskommen kann, aber wie? Bis 2019 verstand niemand, wie Information aus schwarzen Löchern herauskommt. Der Durchbruch kam von der Idee der Inseln. Zwei unabhängige Wissenschaftlergruppen leiteten die lebenswichtige Page-Kurve ab. Und das, Achtung, mit altmodischer Physik, das heißt Einsteins Theorie und Quantenmechanik. Es stellte sich heraus, dass bei einem alten schwarzen Loch ein Teil seines inneren Außen liegt, hinter dem Ereignishorizont. Diesen Teil nannten die Wissenschaftler Insel. Erstaunlich, dass man die Page-Kurve mit Mitteln der klassischen Physik erhalten kann. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Einsteinsche Gravitation über das Gefüge der Natur weit mehr weiß, als wir gewohnt sind zu denken. Nehmen wir ein beliebtes Bild. Stellen Sie sich das schwarze Loch als Gefängnis vor. Teilchen der Hawking-Strahlung fliegen nach außen, während ihre verschränkten Partnerteilchen drinnen eingesperrt bleiben, hinter dem Horizont. Nach der klassischen Theorie müssten diese inneren Teilchen ins Zentrum des Lochs fallen und verschwinden, aber die Berechnungen sagen etwas anderes. Innerhalb des schwarzen Lochs gibt es einen besonderen Bereich, die Insel. Teilchen in dieser Insel vereinen sich wieder mit ihren Partnern. Wenn Partnerteilchen sich treffen, wird ihr Beitrag zur Verschränkung 0. Das bedeutet, dass Information beginnt, aus dem schwarzen Loch herauszukommen. Anfangs, solange das Loch jung ist, gibt es keine Insel, aber wenn das Loch altert und ein bestimmtes Alter erreicht, erscheint die Insel. Zu der Zeit, wenn das schwarze Loch vollständig verdampft, kommt alle Information heraus. Das Paradox ist gelöst. Und das ist kein mathematischer Trick.
Die Insel entsteht nicht durch exotische Annahmen, sondern folgt direkt aus der Kombination von Einsteins Gleichungen und Quantenmechanik. Einsteins Theorie flüstert uns selbst zu, wie Information unter den extremsten Bedingungen im Universum erhalten bleibt. So entsteht das physikalische Bild davon, wie ein verdampfendes schwarzes Loch Information dem Universum zurückgeben kann. Noch kühner sieht das Bild der Singularität aus. Die Singularität wird gleichsam durch ein Quantennetzwerk von Wurmlöchern ersetzt, die nach außen führen. Nimmt man das neue Bild ernst, kann man fragen, ob wirklich das Ende der Zeit den Astronauten erwartet, der in ein schwarzes Loch fällt. Stellen Sie sich vor, dieser Astronaut sind Sie. Sie überqueren ungehindert den Horizont und stoßen auf… was? Sie werden ein Netzwerk von Wurmlöchern antreffen, Gezeitenkräfte zerreißen sie, alles vermischt sich und Information über sie kommt durch die Wurmlöcher nach außen und prägt sich der Hawking-Strahlung ein. Diese Entdeckungen zeichnen ein radikal neues Bild. Raum ist nicht fundamental, er entsteht aus Quantenverschränkungen. Schwarze Löcher sind keine Gefängnisse für Information, sondern komplexe Quantencomputer, die Information durch holographische Verbindungen zwischen innerem und äußerem Raum verarbeiten und zurückgeben. Wir leben in einer Welt, wo die Grenze zwischen innen und außen, zwischen hier und dort und sogar zwischen jetzt und dann auf der fundamentalsten Ebene verschwimmt. Inseln zeigen uns, dass die Realität weit mehr verbunden und verschränkt ist, als wir uns je vorgestellt haben. Jedem Phänomen der physischen Welt liegt, in der tiefsten Grundlage meist, eine immaterielle Quelle und Erklärung zugrunde. Was wir Realität nennen, entsteht letztlich aus dem Stellen von Ja-Nein-Fragen und der Registrierung von geräteinduzierten Antworten. Kurz gesagt, alles Materielle hat informationellen Charakter und wir leben in einem Partizipationsuniversum, so schrieb John Archibald Wheeler und fügte hinzu, alles ist mit allem verbunden. Diese prophetischen Worte erwiesen sich als erstaunlich genau. Quantenverschränkung wird zum Schlüssel für das Verständnis der Natur der Realität. Wir haben gesehen, wie sie Information verfolgt, die aus einem schwarzen Loch herauskommt. Verschränkung erschafft das, was wir als Raum wahrnehmen und die Art, wie sie das tut, ist sehr zuverlässig. Das ist gut. Wir möchten nicht in einem Raum leben, der auseinanderfallen kann. Interessant ist Folgendes. Verschränkung ist auch ein äußerst nützlicher technologischer Trick. Zum Beispiel ist sie eine Schlüsselressource und die Grundlage von Quantencomputern. Auf den ersten Blick haben Computer nichts mit der Entstehung von Raum zu tun, aber in einem Quantencomputer ist Verschränkung die grundlegende Art, Informationen zu kodieren. Moderne Quantencomputer sind Netzwerke aus etwa 100 verschränkten Qubits. Das Potenzial dieser Computer ist enorm, da der Raum, in dem Berechnungen ausgeführt werden können, exponentiell mit der Anzahl der Qubits wächst. Diese 100-Qubit-Quantencomputer können Berechnungen in Minuten durchführen, die ein gewöhnlicher Supercomputer länger brauchen würde als das aktuelle Alter des Universums. Die Geschichte ihrer Entstehung begann mit einem praktischen Problem. Quanteninformation ist äußerst zerbrechlich. Die kleinste Einwirkung der Umgebung und sie wird zerstört. Es entstand die Frage, wie schützt man Information vor Störungen? Die Lösung fand sich überraschend elegant. Anstatt Informationen in einzelnen Quantenbits zu speichern und deren Verlust zu riskieren, begann man sie über das ganze System durch Quantenverschränkung zu verteilen. Falls ein Teil des Netzwerks kaputt geht, bleibt die Information trotzdem erhalten. Zum Beispiel speichert ein QR-Code mehrere Kopien von Informationen, sodass ein Teil der Daten beschädigt werden kann, während der Rest trotzdem die ursprüngliche Nachricht wiederherstellen lässt. Quantencomputer können nicht mehrere Kopien speichern wegen des No-Cloning-Theorems. Quanteninformation kann nicht kopiert werden. Die Lösung? Eine Quantenschaltung zu entwerfen, die die benötigte Information redundant kodiert, ohne zu kopieren und dabei resistent gegen Wechselwirkungen mit der Umgebung ist. 2015 erfanden 4 Wissenschaftler einen besonderen Code. Sie nannten ihn Happy, nach den ersten Buchstaben ihrer Nachnamen. Das Schema sah aus wie ein Netzwerk von 5 Ecken, die miteinander verbunden waren. Jedes Fünfeck funktionierte wie ein Schutzgerät. In es gingen 6 Qubits ein. Das Gerät verschränkte sie so, dass beliebige 3 Qubits vollständige Informationen über die anderen 3 enthielten. Selbst wenn die Hälfte der Qubits kaputt geht, gehen die Daten nicht verloren.
Aber das Interessanteste war nicht der Schutz, sondern die Geometrie des Netzwerks. Die Fünfecke legten sich nach den Gesetzen der hyperbolischen Geometrie an, genau wie die Poincaré-Scheiben. Die Wissenschaftler bemerkten, dass ihr Code alle Eigenschaften des holographischen Prinzips wiederholte. Im Code gab es eine Grenze aus äußeren Qubits und einen inneren Raum aus versteckten Qubits. Information über den inneren Raum wurde vollständig an der Grenze aufgezeichnet, genau wie in der Theorie schwarzer Löcher. Außerdem funktionierte das Ryo-Takayanagi-Prinzip. Nimmt man ein Stück der Grenze und zieht die kürzeste Linie zum entsprechenden Bereich innen, dann entspricht die Verschränkung zwischen diesem Stück und dem Rest der Grenze der Anzahl gekreuzter Verbindungen. Das war kein Zufall. Der Happy Code enthüllte uns die geheime Grundlage des Raums. Denken Sie darüber nach. Im Happy Code gibt es keinen Raum. Es gibt nur Qubits und Verbindungen zwischen ihnen, aber aus der Struktur dieser Verbindungen entsteht Geometrie. Entfernung wird einfach zur Anzahl der Verbindungen, die man überqueren muss, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Jetzt denken Wissenschaftler, dass der Raum um uns herum genauso aufgebaut ist. Er ist nicht fundamental, sondern entsteht aus einer tieferen Realität, aus einem Netz quantenmechanischer Verschränkung. Vielleicht gibt es auf der allertiefsten Ebene keine Punkte, Linien und Oberflächen, es gibt nur ein Netzwerk quantenmechanischer Verbindungen, zu klein, als dass wir sie bemerken könnten. Die Elemente dieses Netzwerks sind kleiner als jedes Teilchen, das wir entdecken können, und wir sehen nur die großräumige Struktur, den glatten Raum, in dem wir uns bewegen, Planeten und Sterne. Was wir Raum nennen, ist ein Muster, das aus unsichtbaren Quantenfäden gewoben ist. Meter und Kilometer sind nur eine Art zu messen, wie viele Quantenverbindungen man überqueren muss. Jetzt wird verständlich, warum der Raum so stabil ist. Information in ihm ist mit enormer Redundanz kodiert. Um das Gewebe des Raums zu zerreißen, müsste man eine kolossale Menge an Quantenverbindungen zerstören. Aber das Erstaunlichste sind die praktischen Folgerungen. Indem wir die abstrakte Physik schwarzer Löcher studierten, lernten wir Quantencomputer zu bauen, und indem wir Quantencomputer erschaffen, können wir die Physik schwarzer Löcher im Labor simulieren. Zwei Forschungseinrichtungen, die unendlich weit voneinander entfernt schienen, erwiesen sich als zwei Seiten derselben Medaille. Die Natur nutzt Prinzipien der Quantenfehlerkorrektur, um stabilen Raum zu erschaffen. Wir nutzen dieselben Prinzipien, um Quantencomputer zu erschaffen. Wir leben innerhalb eines Quantencomputers von der Größe des Universums, und was wir für physische Realität halten, ist sein Programm, das auf einem Netzwerk verschränkter Teilchen läuft. John Wheeler, der große Physiker des vergangenen Jahrhunderts, träumte von dem Tag, an dem wir verstehen würden, dass alles aus Information gemacht ist. Der Happy Code zeigt, dass dieser Tag möglicherweise bereits gekommen ist. Bedeutet das Leben innerhalb eines Universums, das einem gigantischen Quantencomputer ähnelt, dass wir virtuelle Geschöpfe sind, die innerhalb eines Computerspiels einer Superintelligenz leben? Wahrscheinlich nicht. Es gibt keinen Grund, eine solche Verbindung zu ziehen. Vielmehr haben wir in unserem Streben nach einer Quantentheorie der Gravitation in den fundamentalsten Forschungen anscheinend einen flüchtigen Blick auf eine tiefere Ebene der Welt erhascht. Und das Verständnis dieser tieferen Ebene kann für uns nützlich sein, wenn wir Quantencomputer entwerfen. John Archibald Wheeler, der große Physiker-Visionär, sagte: Alles aus Bit. Jedes physische Objekt hat in seinem Grund einen informationellen Ursprung. Realität entsteht aus Ja- oder Nein-Antworten auf Quantenfragen. Jetzt beginnen wir zu verstehen, wie das funktioniert. Quantenbits verbinden sich zu einem Netzwerk. Aus der Struktur ihrer Verbindungen wird Geometrie geboren, aus der Geometrie Gravitation, aus der Gravitation der Kosmos. Das ist so oft in der Geschichte der Wissenschaft passiert. Wir entdecken ständig Techniken, die die Natur bereits verwendet hat. Es ist nicht überraschend, dass sich diese Techniken technologisch als nützlich für uns erweisen. Es scheint, dass die Natur unser bester Lehrer ist. Van Gogh schrieb: Denke an die Sterne und die Unendlichkeit in der Höhe. Dann wird das Leben fast magisch erscheinen. Das Studium schwarzer Löcher führte uns zur Entdeckung eines holographischen Universums. Seltsam, logisch und schön in seiner Verbundenheit. Wir stehen an der Schwelle neuer Entdeckungen. Das ist eine Zeit, in der abstrakte Theorien zu nützlichen Technologien werden, wenn die Suche nach Antworten auf ewige Fragen zu einer Revolution in der Datenverarbeitung führt, wenn das Studium der Unendlichkeit am Himmel die Realität unter unseren Füßen erklärt.